Bevor es losgeht, die heutige Folge Hip-Hop lebt wird euch präsentiert von Spreadshop. So geht Merchandising. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Tobias Kargol, aka Toxic, hat Rap-Interessierten schon vor mehr als 10 Jahren mit Toxic trifft so manchen Sonntag auf der Couch versüßt und löcherte die RapperInnen mit seinen analytischen Fragen. Vom Hip-Hop.de-Praktikanten zum Chefredakteur in nur 3 Jahren folgte kurz danach der Wandel zum Geschäftsmann. Er gründete 2012 die Manera Media GmbH, die seitdem als Dachmarke Hip-Hop.de vertreibt. Sowohl die Plattform, die Marke als auch Toxic selbst haben sich im Laufe der Jahre gewandelt und gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit dem Zeitgeist zu entwickeln. Ich spreche mit Toxic in dieser Folge darüber, was ihn an Hip-Hop bis heute fasziniert und wie er die Entwicklung der letzten Jahre einordnet. Wieso wurde er vom Rapper zum Musikjournalisten und dann zum Unternehmer? Wie hat Hip-Hop.de das große Rap-Mediensterben überstanden? Welche Rolle spielen Markenkooperationen? Was genau ist eigentlich Cultural Marketing und was das alles mit Fußball zu tun hat, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hi Toxic, willkommen! Hello. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Na klar. War ja überfällig, dass du hier bist. Du bist ja auch eine Legende für deutschen Hip-Hop. Danke. Und ich habe dich sehr gern hier zu Gast und glaube, das wird eine sehr kurzweilige Folge, weil wir beide Quatschmäuse sind und hier einfach ein bisschen uns was von der Seele sprechen. Hast du dazu was zu sagen? Ich bin schon bestes vorbereitet. Ich habe schon die ganze Hinfahrt hier überlegt, was ich dir gleich eigentlich erzählen will im Podcast. Aber du stellst ja auch noch Fragen, dementsprechend. Vielleicht willst du die Moderation einfach machen? Nee? Okay. Pass auf, wir fangen an mit der diesmal sehr, sehr, sehr kryptischen Frage von meinen letzten Gästen. Wer noch nicht reingehört hat, Shoutout an die Chimperator-Jungs, die letztes Mal zu Gast waren, anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums. Und du hast ja auch Notizen mitgebracht und ich finde es wirklich crazy. Deswegen, du bist vorbereitet und ich stelle sie jetzt einfach und alle, die damit nichts anfangen können, tut mir leid, hört halt einfach Hip-Hop lebt. Was passiert mit der Schublade mit all den Tüten unter der Spüle? Du willst das aber nicht jetzt erklären, was... Nee, ich erkläre hier gar nichts. Das war dachte ich mir ein bisschen, warum kriege ich jetzt hier so eine sinnlose Frage? Dann habe ich das gemacht, was man in so einem Fall macht. Ich habe ChatGPT gefragt, was passiert mit diesen Tüten, weil ChatGPT hat das sehr ernst genommen. Es gab mehrere, die Frage war ja, glaube ich, warum diese kleinen Tüten, die man dann braucht, immer weg sind und nur die großen Tüten andauernd da sind. Warum immer nur falsche Tüten da sind. ChatGPT hatte langweilige Antworten, wie zum Beispiel unterschiedliche Nutzungshäufigkeit oder einfach Unordnung. Also du hast sie vielleicht einfach verbraucht, Bro, deshalb sind nur noch die großen Tüten da. Aber ich fand eigentlich am besten, weil es deep ist, es sei eine Frage der verzerrten Wahrnehmung. Oft fällt uns nur das, was uns stört, auf und all das Gute, was direkt vor uns liegt. Weißt du? Ja, liebe Grüße an Basti. Es liegt an deiner verzerrten Wahrnehmung, weil wir haben ja auch in der Runde festgestellt, dass das kein kollektives Problem ist von uns, sondern nur ein sehr individuelles Problem. Aber ich finde, es taugt als Metapher. Weißt du? Das Gute liegt direkt vor uns, aber wir sehen nur die Probleme und die negativen Dinge. Das ist eigentlich dann schon eine diepe Frage. Wie ist denn bei dir mit den Tüten unter der Spüle? Wir haben die nicht unter der Spüle, aber ich weiß nicht. Also ich habe das Problem auch nicht wirklich, weil wir haben hauptsächlich diese 518 Jutebeutel, die man dann irgendwann hat. Ne, manche sind cool, eigentlich muss man nur immer gucken, womit man jetzt wo rumrennt. Vor allem, wenn man Kinder hat, dann hat man irgendwann auch diese ganzen Muttibeutel von irgendwo. Und das ist dann, also wenn ich jetzt so durch die Hood gehe, dann kann ich jetzt nicht mit diesem Muttibeutel. Dann muss ich immer gucken, dass ich was Cooles habe. Ich habe auch wirklich überlegt, ich habe über die Frage auch lange nachgedacht, die gestellt wurde. Ob man da jetzt so eine soziologische Gruppe hier macht, dass ich einfach jeden Gast jetzt frage, wie das Tütenproblem bei ihm oder ihr zu Hause ist. Muss ich mir überlegen. Vielleicht ist das einfach die Frage, die jeder Gast ab jetzt bekommt. Die können das dann alle mit ChatGPT lösen. Okay, bereite dich drauf vor. Du darfst ja nachher auch noch eine Frage an den oder die nächsten Gast stellen. Mal weg von Tüten. Ich möchte heute wirklich ganz von vorne anfangen. Du warst mit 13 mit deinen Eltern in Amerika und hast überall Tupac-Plakate gesehen. Und das war für dich ja so ein bisschen der Moment, wo klar war, oh mein Gott, was geht hier ab? Was war denn in dem Moment aber für dich so faszinierend, dass du dachtest, ich will Teil von dieser Szene sein? Ich weiß nicht mehr. Also damals hat man ja noch so mit 11, 12, 13 so diverse Musik irgendwie rumgeguckt, womit man was anfangen kann. Da habe ich mal ein bisschen Punk gehört oder sowas, aber also oberflächlich verschiedene Sachen. Ich habe dann irgendwann, glaube ich, auch mit 12, 13 angefangen, Böhse Onkelz sehr viel zu hören. Über Jahre, so alles, was es von denen irgendwie gab.
Und dann halt diese Tupac-Dinger gesehen, das einfach interessant gefunden. Habe ich mir All Eyes on Me gekauft, da reingehört und dann ist halt die Frage, warum hat mich das so angesprochen? Ich glaube, man hat ja damals nicht mal alles verstanden oder nicht mal alles richtig verstanden unbedingt, ne? Und die Emotion ist aber halt rübergekommen und manchmal konnte man auch Sachen einfach, da hat man natürlich Dinge auf sein eigenes Leben übertragen, auch wenn im eigenen Leben jetzt nicht so dramatische Dinge abgegangen sind, wie vielleicht das, was also keine Ahnung, ich wurde dann beim Ladendiebstahl erwischt und für mich war so, mein Leben ist gefickt und er hat davon gerappt, dass seine Homies tot sind. Aber weißt du, das Was hast Gefühl du denn hat aber geklaut? funktioniert. Meistens Schreibwaren. Gedöns, aus Spaß. Schreibwaren, was irgendwas ist Blätter? Eddings, irgendwas, was halt so gab bei Karstadt. Okay, Nichts ich dachte, der Spannendes. Klassiker bei Schlecker. Nee, wir waren immer bei Karstadt, weil da war am Ende vom Karstadt war ein Bäcker, dann gab es eine CD-Abteilung, aber da waren wir eigentlich gar nicht in der Pause, aber meistens ist man da so hingegangen, weil man da zum Bäcker konnte. Und auf dem Weg hat man halt alles eingesteckt, was man irgendwie einstecken konnte. Und dabei wurdest du gebastelt? Irgendwann, ja. Und dann, was ist passiert? Das Miese war eigentlich, weil meine Eltern ja arbeiten waren, wurde ich von meinem Opa abgeholt. Und für meinen Opa war das so, der war für mich so ich weiß nicht, ob Vorbild das richtige Wort ist so, aber ich habe halt so voll zu dem aufgeschaut und ein sehr wichtiger Mensch für mich. Und der war halt todesenttäuscht von mir. Der hat mir halt gesagt, so, wir haben in Kriegsgefangenschaft Würmer gefressen. Wir hatten überhaupt nichts. Ich habe nie in meinem Leben einen Groschen geklaut. Du wächst hier mit allem auf, was man und so weiter. Und dann so. Also das war auf jeden Fall schon belastend irgendwie. Das war die eigentliche Strafe. Das, ja, war auf jeden Fall scheiße. Also es wäre auch sehr schön gewesen, wenn er noch etwas länger gelebt hätte. Ich hoffe, er war trotzdem irgendwie stolz auf mich, weil ich hätte gerne noch irgendwie ihm bewiesen, dass dann doch noch was aus mir geworden ist. Ich anstatt denke nur schon. Scheiße bauen. Ich glaube auch mit so einem Diebstahl, ne? Ich hoffe, er fand es dann auch doch nicht so schlimm. Und Kam wer dann die weiß, ob Polizei oder warst du einfach, Ja, also war ja klar. noch, Ja, dann okay. wird man da so mitgenommen. Und, ja. Das heißt, du bist vorbestraft. Quatsch, ich war Im 13. Ladendiebstahl bei Das war auch nicht Karstadt. ich habe auch einmal, was auch lustig war, wir haben immer so Autosachbeschädigung, irgendwas gemacht, Mercedes-Sterne gesammelt und alles mögliche, hatte bestimmt 40 oder so. Oh, davor hatte ich immer zu viel Schiss. Und also wir haben das echt mad gesammelt, so. Und irgendwann da auch mal im Vorbeigehen an irgendeinem Auto ein Dings abgebrochen, so eine Antenne. Und das war bei einer Party. Und wir haben dann den Besitzer gehört und sind dann flitzen gegangen und ein Kollege von mir wurde halt gepackt. Und der hat dann irgendwann halt gelabert und dann kam die Polizei auf die Party, wo wir eigentlich waren. Und ich habe mich unter so einer Decke im Heizungskeller versteckt und habe draußen so gehört, wie die Polizei da rumrennt und mich sucht und so. Aber leider hat er meinen Namen angegeben und dann musste ich da doch später vorbei. Das ist für ein Kumpel. Ja, ne? Sehr, sehr enttäuschend, solche Geschichten. Also Also da wirklich. könnte ich jetzt noch stundenlang solche Sachen von zwischen 13 und 15 erzählen. Du, ich sag mal, wir haben Zeit, das ist mein Podcast, ich mach, was ich will. Aber kommen wir wieder Das wird ja so zurück. eine Therapiestunde. Ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach so einen Podcast mache jetzt. Du bist nicht der erste Gast, wo es ein bisschen deeper wird. Aber jetzt mal ehrlich, warum bist du dann an Hip-Hop kleben geblieben und eben nicht bei Rock, Onkels, was auch immer du gehört hast? Also zum ersten, warum daran kleben geblieben? Keine Ahnung, vielleicht war das ja dann gerade auch schon so diese komischen Anekdoten irgendwie schon eine Antwort darauf, ja, weil da konnte ich mich irgendwie mit allem, was ich damals gemacht habe, mit wie das halt so ist, wenn man, weißt du, wenn du so in die Pubertät kommst, dann stellt die Gesellschaft an dich ja irgendwie bei uns in unserem System die Anforderung an dich, dass du auch selber beantwortest, wer du eigentlich bist. Du musst du selber finden, wer bin ich, ne? Alleine schon ja auch irgendwie genetisch programmiert ist man dann halt nicht mehr so mit seinen Eltern, sondern sucht dann halt sein eigenes Ich und es wird ja auch nicht mehr zum Glück gesellschaftlich so vorgegeben nach dem Motto, dein Vater war der Schmied, also bist du jetzt der Schmied, Punkt, ne? Zeug ein paar Kinder, werde alt und irgendwann stirbst du, sondern du musst ja selber irgendwie gucken, wo du hinkommst und gleichzeitig war ich sehr sehr wütend und keine Ahnung, konnte mit Schule nichts anfangen und keine Ahnung. Und da habe ich mich einfach sehr so in Rap wiedergefunden. Warum in Rap mehr als in was anderem? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also mein Spitzname war irgendwann der Hip-Hopper, weil keiner sonst Hip-Hop gehört hat. Weißt du, die haben Gabba gehört, manche haben noch Rock gehört, also sehr viel House, Techno, Gabba und so bei uns im Ruhrgebiet und kein Plan. War es nicht auch schwer, dann der Außenseiter zu sein, frage ich, weil ich war es auch damals. Also wir waren auch echt eine Handvoll, vor allem Jungs, die Rap gehört haben. Dann kam ja diese ganze Agro-Berlin-Zeit, was für uns sehr, sehr prägend war in meiner Generation, als ich auch so richtig angefangen habe mit deutschem Rap. Und wir waren auch die Außenseiter. Und ich muss sagen, mir hat es schon zu schaffen gemacht, weil man immer halt auch einen Spruch gedrückt bekommen hat, so mit, interessiert doch eh keinen, was ihr hier hört, bla bla. War das für dich nicht schwer, wenn du wirklich
so richtig auch als Außenseiter dich selber wahrgenommen hast? Ja, aber nicht ja jetzt unbedingt wegen anderen. Ich war so auf dem Gymnasium und da konnte ich eher mit den anderen nichts anfangen, als dass ich das Gefühl hatte, dass die mich nicht reinlassen. So, also ich hatte so eine selbstgewählte Außenseiterrolle und stand dann mit den 4 Gabas in der Raucherecke. So, auch wenn ich gar nicht geraucht habe mäßig, aber weißt du, hatte mit keinem was zu tun. Und habe dann irgendwann im gleichen Stadtteil mein Bro kennengelernt, Ju, so meinen besten Freund bis heute, der hat dann Wu-Tang gehört und ich habe Tupac gehört und dann waren wir schon 2, die Rap gehört haben und dann kam irgendwann Rodrigo dazu, DJ Lickshot, der einzige Schwarze im Dorf war und so und der halt auch Rap gehört hat und irgendwann ist man dann öfter nach Dortmund gefahren, das ist auch nur 14 Minuten mit dem Regionalexpress und 14 Minuten? Exakt 14 Minuten handgestoppt und ja, dann hat sich da halt so eine neue Welt aufgetan, ne? Und das ist auch noch vorhin, was daran dann auch interessant ist, sich da reinzuarbeiten, war halt für mich schon immer interessant, weil ich vorhin meinte, man versteht ja auch die Lyrics nicht immer sofort. Man muss ja erstmal checken, was heißt dieser Slang-Begriff jetzt? Jetzt abgesehen von, dass man Englisch nicht perfekt kann oder nicht so viel mit 13, aber und 14 und 15, arbeitet man sich dann da rein, dann liest du immer die ganzen Booklets durch, dann guckst du, mit wem hat Tupac noch rumgehangen, dann höre ich von dem auch die Alben, dann sagt der Basketballtrainer, du hörst Tupac und Snoop, dann musst du Ice-T hören, dann hörst du Ice-T, dann bin ich immer bei meinem Vater mit auf die Arbeit gefahren, habe das halbe Internet ausgedruckt, alles, was ich über Tupac gefunden hatte, weil man hatte ja noch kein Internet zu Hause. Du konntest auch nicht Musikfernsehen anmachen. Weißt du, also es gibt, in der Bravo stand auch nichts drin. Aber es war halt dann schon der Einstieg in den Musikjournalismus, weißt du? Und mich hat es halt fasziniert, mich in diese Kultur im Endeffekt reinzuarbeiten. Ja. Ich bin kürzlich umgezogen und fällt mir gerade auf, weil du ausdrucken sagst, ich habe 3 Fanordner von Eminem gefunden. Die werde ich irgendwann nochmal posten. Und ich habe sogar eine Facharbeit über Eminem geschrieben. Es ist wirklich das Cringieste, was ich einfach mit 15, 16, was ich da für Schlüsse gezogen habe. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo die herkamen. Geil, dass du das noch hast. Ja. Ja, ich habe meinen Schnellhefter, glaube ich, auch noch mit Tupac-Sachen, aber das ist ja nur ausgedruckt, ist noch langweilig. Es war auch ganz viel ausgedruckte Sachen dabei und so Bravo, wirklich Seiten Bravo-Ausschnitte und so Steckbriefe und 1000 Fotos. Ich habe auch mal versucht, in der Schule bei irgendeinem so Referatsthema oder so, irgendeinem Lehrer, ich weiß gar nicht mal, welches Fach das überhaupt war, zu beweisen, dass Rap halt nicht komplett stumpf und dumm ist und habe dem dann versucht zu erklären, dass dieser KRS-One-Text, der total schlau und politisch und sonst was ist, hat nicht geklappt. Ja, schade. Also ich glaube, jeder von uns hat bestimmt so seine 4, 5 Hip-Hop-Hausarbeiten geschrieben irgendwann. Wo hast du die Sachen denn herbekommen? Also die Mucke meine ich jetzt. Weil wenn du jetzt irgendwie wirklich gekauft. Also ich habe dann so immer mein Taschengeld in CD-Laden getragen und dann deshalb war es so. Hausverbot hatte ich da ja nicht, wollte gerade sagen, kam ich ja nicht mehr rein, aber nee, da gab es einen cooleren Laden. Aber dann halt so ein Tupac-Album nach dem anderen gekauft über einen längeren Zeitraum, ne? Da konnte man natürlich nicht direkt losgehen, sich 10 kaufen, aber irgendwann hatte ich sie dann alle und danach kam ja dann irgendwann die Zeit mit Brennen auf und so, dann wurde es natürlich einfach. Und Download. Ja. Wenn du dir den Hip-Hop von heute anguckst, glaubst du denn, der 13-jährige Tobias wäre immer noch gerne Teil davon? Safe. Also, glaube ich schon. Ich habe, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel gerade auf der Hinfahrt das Paschanim-Album gehört und noch ein paar andere Sachen und nochmal einiges aktuelle Deutschrap-Sachen gehört, weil ja morgen und übermorgen die Beatcon in Berlin ist und ich da einen Tag auf der Bühne moderiere und dann natürlich geguckt habe, was Stickle und The Crates und so, die ich da interviewen darf, alle so produziert haben in letzter Zeit und feiere ich auch. Ist halt eine andere Generation, aber fühle ich zu 100% und würde jetzt einfach mal raten, wenn ich jetzt ein Teenie wäre, würde ich wahrscheinlich, keine Ahnung, Paschanim feiern, anstatt Tupac. Weil inzwischen könnte es halt Deutschrap sein. Mit Deutschrap konnte ich damals ja gar nichts anfangen. Habe ich erst Jahre später kennengelernt und mir dann gedacht, what the fuck. Also Rödelheim war die Ausnahme, weil das halt schon ein bisschen hart war und ich wollte halt immer, bis heute höre ich eigentlich nur harte Sachen. Da können wir uns auf jeden Fall die Hand reichen. Was ist denn der größte Unterschied für dich von Hip-Hop von damals und Hip-Hop jetzt? Du bist ja wirklich sehr tief noch in der Materie drin. Ich finde es vor allem faszinierend, darauf zu gucken, was halt gleichbleibende Sachen sind. Und dass es halt meiner Meinung nach schon so eine DNA der Kultur gibt, die sich über all die verschiedenen Kunstformen und die Subgenres von Rapmusik und all die Zeiten, was sich da immer wieder findet und dass es irgendwie auch doch alles immer noch Teil des Gleichen ist über so viele Jahre.
Was hat sich seitdem geändert? Also ich meine, natürlich haben sich alleine technisch 1000 Sachen geändert, aber das haben jetzt schon 1000 Leute erzählt, brauche ich jetzt nicht nochmal erzählen. Wir mussten damals ja noch immer, weißt du, man konnte nicht alles aus dem Internet und so. Dadurch hat sich natürlich was geändert. Natürlich hat das Folgen, wie das ein Album damals einen anderen Wert hatte, weil du hast das Booklet 18 Mal gelesen, du hast das Album jeden Tag gehört. Heute hast du so viel in der Playlist und so. Dann hat man natürlich mehr Möglichkeiten dazu, das auch einfach fremdsteuern zu lassen, sich berieseln zu lassen, dass Spotify oder whatever, Apple Music dir halt einfach vorschlägt, was du jetzt noch hören konntest. Damals hat man sich mehr reingearbeitet, aber das kann man ja auch heute noch. Also ich gehe jetzt heute auch in diverse Playlists rein und wenn ich was feiere, speichere ich das halt in meiner Playlist. Und was ich tatsächlich weniger mache, ich weiß aber nicht, ob das an der Zeit heute liegt oder ob das meine Schuld ist mich also ich wüsste gerne häufiger noch mehr über die Leute, die ich dann feiere, aber es sind einfach so viele und vielleicht nehme ich mir die Zeit nicht mehr. Früher war das mehr, dass ich dir zwangsläufig zu jedem, den ich feiere, auch wirklich was erzählen konnte. Jetzt beispielsweise Big X The Plug. Kennst du den? Der wirkt ein bisschen so, als wäre eine Mischung von 6 anderen Rappern, die ich feiere. Deutsch oder Englisch? Ami. Der kommt, glaube ich, aus Detroit? Ist es jetzt peinlich, dass ich den nicht kenne? Er ist nicht so huge. Aber ich habe den einfach aus diversen Playlists raus, aber ich kann dir kaum was über den erzählen. Also wahrscheinlich. Weißt du, wie der aussieht? Ja. Wie eine Mischung aus Biggie und I don't know who. Und er klingt halt auch wirklich so, als vielleicht gibt es den gar nicht. Vielleicht ist das so eine AI-Geschichte. Ja. Dass Spotify einfach gesagt hat, okay, der feiert Trey the Truth und Moneybagg Yo und wäre mal geblockt auf Spotify. Keine Ahnung, KI, weiß ich, was du meinst. Big X The Plug. Gibt es ihn wirklich? Der große Reveal-Podcast. Machen wir beim nächsten Mal. Ja, viel spannend. Ich finde es auch interessant, dass du gesagt hast, die Gemeinsamkeiten, die gleich geblieben sind. Nur was ich an dir als Gast auch so interessant finde, es gibt ja nicht so viele, die so lange schon dabei sind und immer noch aktiv sich mit der Szene auseinandersetzen. Ne? Viele wechseln dann vom, okay, ich bin Teil der Szene hin zum Konsumenten und sind auch gar nicht mehr so am Zeitgeist und dicken jetzt so und hören jetzt wirklich aktiv neue Alben, sondern ist halt so, ja, ich habe mich mal in Hip-Hop verliebt aus Grund XY und bin halt dabei geblieben und es ist in meiner DNA und ich würde mich immer noch als Hip-Hopper bezeichnen, aber ich höre dann doch eher so die alten Sachen und bin nicht mehr im Release-Radar dicken. So, und das machst du ja doch. Deswegen finde ich es so interessant, dass du sagst, das, was gleich bleibt, ist eigentlich auch das Spannende für dich. Ich glaube, man muss auch irgendwie, also erstmal, es ist nicht mal so, dadurch, dass ich weniger Interviews mache als früher und so weiter und dadurch, wie sich das verschoben hat, was mein Job auch ist bei Maniera Media und bei Hip-Hop.de, was ich mache, war ich natürlich früher noch krasser dran. Ne? Aber es interessiert mich ja auch nach wie vor und ich habe irgendwie auch den Luxus durch meinen Job ja immer dass ich nie komplett den Anschluss verloren habe. Und ich glaube, wenn immer der Sound sich zwischendurch mal wieder voll ändert, dann ist das bei vielen so. Das Gespräch habe ich natürlich auch andauernd mit Leuten, die sagen, ja, aber sag doch mal ehrlich, das ist doch heute alles nicht mehr und das, aber. Und ich finde einfach, man muss sich in Sachen halt immer noch mal neu reinhören und wenn man es dann einmal verstanden hat, dann ist man halt drin und dann geht das halt. Und wenn du halt einmal, gerade wenn sich Musik so schnell weiterentwickelt, wenn du mal 1,5 Jahre nicht mehr dabei bist, dann kommst du zurück und denkst so, was ist das denn? Ne? Dann wie, wenn irgendwann Autotune aufkam oder whatever oder wenn irgendwie Tech-House-Elemente in Rap-Beats jetzt in Deutschrap eingebaut werden oder so, dann können halt da manche Leute nichts mehr mit anfangen, aber und man kann ja auch immer noch für sich entscheiden, dass es nicht sein Hip-Hop ist. Ne? Aber es respektieren. Genau, aber es respektieren und vor allem, wie das dazu gekommen ist und dass es jetzt eine Daseinsberechtigung hat, dass man einfach den Lauf der Zeit noch irgendwie nachvollziehen kann und dass das jetzt irgendwie der Zeitgeist ist. Und es geht ja auch darum, eine neue Generation an Rap irgendwie ranzuführen und dass Hip-Hop ja oder Rapmusik ja mittlerweile so groß ist und so viele Bubbles hat, dass ja trotzdem der Rap für den einen das andere sein kann, aber ne, die DNA ist irgendwie die gleiche. Über diese ganzen Zeitalter, auch in Deutschrap und generell, hat sich natürlich auch immer wieder super viel geändert. Und jetzt hast du das ja auch parallel. Also es gab ja eine ganze Zeit, wo ich auch viel bei Hip-Hop.de gemacht habe und so, wo Straßenrap super groß war und wo Image-Rap dann auch total wichtig war. Du hattest auch, und oft hast du so ein Zusammenspiel aus den technischen Gegebenheiten der Zeit, wie weit die Digitalisierung ist und wie sich das auf die Musik auswirkt. Also beispielsweise, irgendwann fing YouTube an. Ich war schon am Start, bevor YouTube anfing, aber deshalb weiß ich das noch, ne? Immer fängt YouTube an. Dann hast du diese langen Promophasen gehabt, ne? Wo man dann für seine Box den Vorverkaufslink, weil erste Woche gehst du dann in den Charts auf 1, dann stehst du im Saturn ganz vorne und so weiter und so fort.
Und es ging total um die Lebensgeschichte von Menschen, die man dann in Interviews, wie zum Beispiel den von mir oder von Roos oder von Vis-a-vis und so weiter, sich halt eben reinziehen konnte. Und dann haben Leute auch 5 Interviews in der Promophase gegeben und teilweise waren die Interviews besser als die Musik. So, nicht weil unsere Interviews jetzt so gut waren, auch, aber weißt du, weil du konntest, wenn du eine krasse Story hattest und ein krasser Charakter in Interviews warst, da warst du dadurch schon am Start, weil das war wichtig. So, ne? Im Streaming-Zeitalter war die Musik dann halt eben wieder eine völlig andere und heute hast du ja auch immer in verschiedenen, also damals dann hattest du so, dass Skandale wichtig waren oder dass man einfach durch irgendwas Welle machen musste, damit viel über dich geredet wird. Heute kannst du dich komplett aus allen News und allem raushalten und eher wieder so eine mysteriöse, mysteriöse Figur sein und dadurch wieder erfolgreich sein. So, also jetzt zu der Frage von vorhin, was hat sich geändert? Ja, 50.000 Sachen natürlich auch, ne? Alleine vom Sound her, wie so Techno-Beats, die ich gerade erwähnt habe oder so. Ich glaube, also für mich, um die Frage mal selber zu beantworten, ich mache, was ich will. Für mich hat sich tatsächlich verändert, dass Hip-Hop jetzt so omnipräsent ist. Er ist überall. Und alle Leute behaupten, sie hören Hip-Hop. Das ist so, wie alle Leute sagen, sie sind tätowiert und haben dann so ein kleines Feinlein-Tattoo. Das ist ein kleiner Unterschied, finde ich, wenn man, ne, ob man jetzt wirklich krasser Hip-Hop-Head ist und so wie du, wie ich, auch wenn uns ein paar Jährchen trennen, aber am Zeitgeist noch versucht zu bleiben und irgendwie so hinterher rennt oder teilweise ihn ja auch mitgestalten kann, wenn man irgendwie Leute auch enablen kann oder so oder einfach noch am Start ist, hinzu du hörst halt einen Apache im Radio oder einen Materia im Radio oder so, ne? No front. Ja. Aber das hat Amso ja auch so schön in seinem einen Song gesagt, du hörst Materia und fühlst dich totes Hip-Hop. Und ich habe es halt krass gefühlt, weil das genau dieses ist, so jeder hört jetzt irgendwie Hip-Hop und claimt Teil von dieser Kultur zu sein, aber are you really? Voll, ja. Also so ein bisschen geht Hip-Hop vielleicht auch auf oder enabled so eine eigene Richtung von Popmusik in Deutschland oder von Popkultur. Also vielleicht eine migrantisch geprägte Popmusik. So, weißt du, die dann halt große Schnittmengen mit Hip-Hop hat, aber es ja nicht unbedingt sein muss, weil es ja auch teilweise Gesang, ne? Dann hast du vielleicht keine Ahnung, Gesang, wo jemand aber halt die musikalischen Einflüsse von seiner marokkanischen Familie halt eben mit einfließen lässt. Oder auch Sprachmixe, so. Ne? Ja, und genau, ne? Und von der Attitüde her und so ist das genauso. Und da steckt da ein bisschen Hip-Hop-Kultur drin, da steckt aber vielleicht auch jetzt in dem Beispiel dann zum Beispiel marokkanische Kultur mit drin, whatever. Und davon ist ein Teil Hip-Hop vielleicht in Zukunft auch ein Teil, was finde ich jetzt nicht so die schlechteste Aussicht wäre. Das wäre überhaupt nicht. Klingt irgendwie ziemlich richtig und ziemlich authentisch und deshalb, es hat sich natürlich vieles auch, in dem, dass es jetzt so Mainstream geworden ist, klar gibt es auch Sachen, die ich nicht mag. Ich mag nicht ich bin tatsächlich das ist glaube ich etwas, was mich auch immer an Hip-Hop so gereizt hat, ich bin so ein Authentizitätsfanatiker, weißt du, und ich mag es, wenn es halt irgendwie real ist und gerne auch noch ein bisschen rough und echt halt, ne, und diese popindustrielle Herstellung von Rap-Musik habe ich halt immer ein Problem mit. Also alleine schon beliebtes oder unbeliebtes Thema Ghostwriting, weißt du? Also ich bin da ein bisschen flexibler im Kopf geworden und ich weiß auch, dass es nicht nur Schwarz und Weiß gibt und keine Ahnung, aber dein Thema, ne? Ist dein Thema, das Ghostwriting. Weiß ich nicht mehr, aber genau, das zählt halt da irgendwie mit rein und deshalb, also dieses ganze, die ganze Rap-Pop-Musik, die es gibt, so, da gibt es auch vieles daran, was mich irgendwie stört oder was ich nicht gut finde oder was ich auch gefährlich finde, aber ich glaube, dass wenn man so wirklich Teil von einer eigenen Subkultur sein will und sich abgrenzen will zu dem, was du meintest, kann man das ja vielleicht immer noch innerhalb von Hip-Hop heute, weil man sagen kann, okay, du hörst das und das und das, aber du kennst halt nicht das. Weißt du, und du verstehst nicht, was der meint, wenn er das und das sagt und du kennst nicht die Klamottenmarken, die ich feiere und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist einfach so groß geworden, dass es da einfach beides gibt. Und ganz ehrlich, wenn irgendwo im Einkaufszentrum oder im Radio oder sonst wo halt Popmusik läuft, ist mir die Rap-Pop-Musik 30 Mal lieber als der andere Scheiß. Weißt du? Plus ich gönne denen das allen. Deshalb hate ich es nicht. Was findest du denn gefährlich an diesem hergestellten Hip-Hop? Wenn es halt, also ich finde, das, was mich immer interessiert und was meiner Meinung nach den Wert dann reinbringt, auch zum Beispiel in so eine Musik, ist, dass es halt eben, ist der Teil Kultur. So, dass halt die Musik total viel ja transportiert.
an Werten, an Narrativen, an Einstellungen und so. Darin wird halt das ganze Leben verhandelt und es ist ein Medium, was halt Kultur weiter transportiert und Kultur ist mir irgendwann aufgefallen, das, was mich halt interessiert und was ich halt spannend finde. So, du brauchst das innerhalb von Team und jedem Unternehmen, weil keiner von uns alleine, wenn wir jetzt eine Klamottenmarke starten, keiner von uns beiden würde alles beherrschen, was man dafür braucht. Selbst wenn du vielleicht geile Designs kannst, würden wir es wahrscheinlich auch zusammen niemals hinkriegen, einen scheiß Reißverschluss zu bauen. Da brauchst du schon die ganze Gesellschaft wieder. Und die Stärke der menschlichen Spezies liegt darin, sich in großen Gruppen organisieren zu können. Und wodurch kann sie sich organisieren? Durch eine Kultur. Durch halt diese Werte und Normen und Umgangsformen und so weiter und so fort. Und das ist das, was mich auch an dieses ganze Drumherum, neben dem rein musikalischen, was mich immer dazu gekickt hat. Weißt du, mich hat nicht nur interessiert, wie der Song klingt oder welche Emotionen der Tupac-Song in mir auslöst, sondern ich wollte auch alles über Tupac wissen. Und ich wollte im nächsten Schritt nicht nur alles über Tupac wissen, sondern ich wollte auch alles um die Leute um ihn herum wissen und über diese Welt, in der der lebt und so weiter und so fort. Und mich kicken auch heute eher Rapper, die mir sowas oder Rapperinnen, die mir halt sowas transportieren können. Und wo ich das Gefühl habe, das macht mir so ein Tor zu einer neuen Welt auf und das repräsentiert total viel. Und um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, bei Popmusik ist das meiner Meinung nach oft alles nicht da, sondern du hast halt einfach jemanden, der, keine Ahnung, halt als Performer vielleicht gut ist. Man braucht ja diverse Sachen. Du brauchst einen stabilen Social-Media-Grind, wenn du jetzt Rapperin werden willst. Du musst gut aussehen, brauchst eine gute Stimme, musst vielleicht noch live performen können und natürlich ist es und dann kommt noch Songwriting dazu und bla, die ganze künstlerische Vision. Natürlich kannst du das arbeitsteilig vielleicht leichter und erfolgreicher machen, weil 7 Leute können 7 Skills reinbringen, gemeinsam schaffen wir irgendwie den nächsten Superstar, als wenn man von einer Person erwartet, das alles zu machen. Aber der Nachteil ist oft dadurch, dass es halt so halt eben industriell hergestellt ist, dass dabei meiner Meinung nach oft auch neben dem künstlerischen Aspekt der kulturelle Aspekt auf der Strecke bleibt. Also? Amen. Um aktiv Teil der Szene zu sein, hast du ja auch mal gerappt und Fun Fact, in einem Battle mit Farid Bang verloren. Ja. Das war mein liebster Fun Fact in der Recherche. Neben der Info, dass du die Sachen bei deinem Papa auf der Arbeit ausgedruckt hast. Ja, das habe ich ja schon erzählt. Da habe ich auf jeden Fall 2 Herzen in der Recherche markiert, weil ich dachte, das ist ja Zucker. Dann kam mir eine zufällige Begegnung am Rhein mit Fu, wo du dann zu deinem Praktikum bei hiphop.de gekommen bist und 3 Jahre später warst du dann schon Chefredakteur. Und dieses Jahr werdet ihr 25 Jahre. Wahnsinnsreise. Ich zitiere mal kurz, weil ihr habt mal selber über euch gesagt: Wir verstehen uns als Hip-Hop-Medium für die gesamte Szene. Unser Name verpflichtet. Wir versuchen, unsere Meinung nicht vor uns herzutragen, um Gemeinschaft schaffen zu können. Wir versuchen, Informationen zu vermitteln, Hintergründe zu liefern, aufzuklären und Diskussionen abzubilden. Was macht ihr damit denn konkret anders als andere Rap-Medien? An wen denke ich denn da gerade bei Rap-Medien? Irgendwie gibt es gerade weniger als je zuvor und mehr als je zuvor. Das war ja nicht mal, ich glaube, es war nicht mal, wann auch immer und wo auch immer wir das geschrieben haben, nicht als irgendwann mal auf der Website gegenüber anderen gemeint, sondern ich glaube, es kam auch mit daher, dass wir einen langen Prozess hatten, wo es auch immer wieder darum ging, zu sagen, ey, wir müssen uns selber klar machen, wer wir sind und wofür wir eigentlich stehen, was wir machen wollen. Und es ist auch nötig, das zu kommunizieren, was nicht unbedingt heißt, dass man es auf die Website schreiben muss oder so, weil wer liest es dann auch? Ich, 25 Jahre später. Nee, aber ich finde es übrigens schön, dass hier Hip-Hop lebt anscheinend der Jubiläumspodcast jetzt wird, weil letzte Folge Chimperator, heute ihr. 25 auch. Ja, ne? auch 25 Jahre. Ist auch witzig, alles aus der gleichen Zeit. Das ist so, ich glaube. Und ihr seid alle noch da. Snipes ist auch ungefähr so alt. Splash ist 30, 25? Wie viele Jahre Splash hatten wir? Die haben 95 das erste gemacht. Oder so? Dann sind sie vor uns. Wir sind ja so 98, 99, 8. So, ja. 99 ging die Website live. Also was machen wir anders als andere Medien, jetzt ohne jetzt ganz konkret an aktuelle Wettbewerber zu denken? Ja, oder in der ganzen Zeit. Ne? Ich meine, es ist ja, wir kommen auch gleich noch auf das große Mediensterben. Aber so insgesamt, das war ja, wenn du sagst, ein Leitspruch, an dem ihr euch auch immer alle orientiert habt, so ein bisschen als hiphop.de Crowd. Was hat euch denn damit abgehoben? Also weil das ist ja schon so ein bisschen, okay, das würde ich unterschreiben, dass man das machen sollte, wenn man ein Rap-Medium ist oder ein Hip-Hop-Medium. Aber haben es die anderen anders gemacht? Oder sich anders ausgerichtet? Ich glaube, eine Sache, was immer eine Stärke von uns war, oder
was einfach eine Eigenschaft war, die dann vielleicht zu einer Stärke geführt hat, war tatsächlich auch immer authentisch zu sein. Also zum Beispiel, wenn man eine Videoproduktion macht, nicht über die spektakulärst hochwertigste Videoproduktion zu kommen. Da waren vielleicht andere besser als wir, aber halt authentische, nahbare, reale Inhalte irgendwie zu liefern. Dann glaube ich, was uns ausmacht, ohne jetzt noch genau zu wissen, ob sich das in dem Text wiederfindet, ist, dass immer, mein Mantra ist immer so, Erfolg und Qualität zusammenzubringen. Also auf der einen Seite zu sagen, wir sind nicht, also wir machen nicht ein Hip-Hop-Magazin, um das dritterfolgreichste Hip-Hop-Magazin zu machen, sondern wir machen das, um das geilste, erfolgreichste, beste Hip-Hop-Magazin zu machen. So, was meiner Meinung nach auch ein Hip-Hop-Competition-Gedanke ist, der einfach irgendwie dazugehört. Und zweitens aber auch, wir sind auch keine moralbefreiten Hurensöhne, die sagen so, Hauptsache Klicks und alles andere ist scheißegal. Und das heißt, wir müssen jeden Tag immer wieder neu aushandeln. Ist das jetzt zu sehr auf der einen Seite oder ist das zu sehr auf der anderen Seite? Weißt du? Und das ist eine dauerhafte Diskussion und todesanstrengend. So. Aber das ist so ein Zielkonflikt, den wir halt eben annehmen müssen. Und das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit machen, das halt eben hinzukriegen, diese Mitte aus beiden Sachen. Und was da noch mit drin war, ist, wie viel Meinung bringt man dabei eigentlich mit rein und was deckt man eigentlich ab? Und das ändert sich natürlich auch immer wieder mehr mit der Zeit. Ne? Wie sehr geht es darum, eine Kuration zu machen und zu sagen, das ist meine Auswahl von Hip-Hop und die präsentiere ich. Das kann ein Magazin auch voll machen, aber das ist nicht das, wie wir uns vor allem sehen, sondern wir sehen es so, der Kultur und der Szene eine Plattform zu geben. Wir versuchen, auch wenn das schwierig ist, möglichst korrekt, möglichst viel abzubilden davon, ne? Das relativ breit zu machen und wir haben irgendwann entschieden, es auch mit Meinung einigermaßen zurückzuhalten. Halt nicht das Review- und Meinungsartikel und Leute verurteilen Magazin zu sein, sondern vor allem zu sagen, und mit dem unser Name verpflichtet war da, glaube ich, auch mit drin, halt eben zu sagen, ja, weil sobald wir irgendwas machen, was nicht 100% im Rap geht, schreibt irgendjemand, was hat das mit Hip-Hop zu tun, weißt du? Fußball, was hat das mit Hip-Hop zu tun? Jetzt gerade ganz viel in euren Kommis, möchte ich mal sagen. Ja, gerade wieder. Es ist aber immer so, seit 1000 Jahren. Was haben wir denn gepostet, was nicht Hip-Hop war? Irgendeine News zu irgendwas. Ja, also so. Ist immer so, aber das muss man dann auch ein Stück weit annehmen. Kommis im Internet sind halt auch Kommis im Internet, ne? Safe. Aber es ist dann halt so, was weiß denn ich, der hat irgendein Kind bekommen. Irgendein Rapper hat irgendein Kind bekommen oder hat sich von seiner Frau getrennt. Ja, es ist natürlich immer die Sache, oder? Was hat halt was, ja, okay. Also zu eng will ich es auch nicht haben. Wir sind auch kein reines Musikmagazin. Ich möchte lieber ein Magazin für die Musikkultur halt eben machen und zu der Kultur gehört halt eben alles, weißt du? Aber, also vieles gehört halt eben dazu. Jetzt nicht, dass wir über zweite Bundesliga-Spieltagsergebnisse berichten. Ich glaube, es war tatsächlich irgendwas mit Kaufen. Irgendwer hat sich irgendwas gekauft. So mäßig, irgendwer hat sich die dritte Rolex gekauft oder so. Und dann war das, oder ein Auto. Und dann waren die Kommis so, ja, Gan, was hat das jetzt mit Hip-Hop zu tun? Bla, bla, bla. Aber ich kann dem Kollegen dann auch gerne 3 Jahre lang erklären, was Autos und Rolex mit Hip-Hop zu tun haben, weißt du? Also, mach doch mal in den Kommis. Auch wenn es vielleicht gleich jemand sagen kann, es ist halt einfach so, okay, das sind Stars, die machen irgendwas, das interessiert die Leute. Das ist auf der einen Seite richtig, dann bist du noch auf so einem quasi so einem Gossip-Level. Aber gleichzeitig ist, auf der einen Seite ist das, was wir machen, ja Unterhaltung. Auf der anderen Seite bin ich gar kein Fan von irgendwas, was Unterhaltung ist und glaube nicht, dass es das, also nur Unterhaltung gibt es auch nicht. Ich habe auch schon von manchen Leuten gehört, auch mal von jemandem, der ein renommiertes Hip-Hop-Magazin geführt hat in Deutschland, der dann meinte, ja, wir machen ja jetzt auch nicht Journalismus, das ist ja nur Unterhaltung. Und meiner Meinung nach gibt es dieses nur Unterhaltung nicht, weil es halt eben Teil von der Kultur ist und all das, was die RapperInnen da erzählen, halt Werte und Stories und Einstellungen und sonst was vermittelt. Und weil wir ja auch das diskutieren und drüber nachdenken. Und Zeitgeist, ne? Ja, ganz wenn doll wir Zeitgeist. auch drüber, wenn 2 Beef miteinander haben und dann diskutiert jemand darüber, du sagst, der hat recht und ich sag, nein, sie hat recht. Oder so, dann diskutieren wir anhand davon ja, was richtig und was falsch ist. Ja. Deshalb ist es niemals nur Unterhaltung und deshalb kannst du es dir auch nie so leicht machen, einfach zu sagen, hey, wir machen doch nur Unterhaltung. Weißt du, deshalb ja. Du hast ja eben schon gesagt, okay, welche gibt es überhaupt noch? Und dann habe ich gesagt, wir sprechen gleich über das große Rap-Mediensterben. Du hast den Laden ja übernommen, als genau das gerade im Gange war, ganz viel Digitalisierung, dann, dass sehr viele Medienhäuser einfach aufgeben mussten. Also wie habt ihr es denn geschafft, das zu umgehen und was sind die größten Veränderungen, die ihr machen musstet? Vor allem in der Zeit der großen Digitalisierung und wo ihr gemerkt habt, okay, die anderen straucheln und die schaffen es einfach nicht. Was das Technische angeht und die Veränderung angeht, progressiv zu sein, ist auf jeden Fall
glaube ich, eine wichtige Sache. Da hatten wir, um da auch so am Anfang anzufangen, wie du ja vorhin richtig gesagt hast, wurde der Laden ursprünglich mal von Fu gegründet. Christian Fu Müller lebt inzwischen in Portugal, war ein Graffiti-Writer unter anderem, der halt dann eine digitale Plattform auf dieser Domain hiphop.de gestartet hat, woraus sich dann ein Magazin entwickelt hat mit der Zeit. Und er ist einfach ein krasser Visionär und so ein krasser Vordenker und jemand, der sich sehr krass in Sachen reinarbeiten kann. Und er hat uns immer wieder sehr früh also beispielsweise hatten wir damals mal ein Blogsystem. Vor langer, langer Zeit. Ne? Wir haben uns so aufgeregt, dass MC größer war als wir, mc.com, weil das Forum größer geworden war als unsers. Aber dann konnten wir mit dem Blogsystem wieder dran vorbeiziehen. Und das war zu einer Zeit, als noch die Leute noch gar nicht wussten, was ein Blog ist, so mäßig. Ne? Bei uns konntest du halt dann dein eigenes Hip-Hop-Magazin starten. Das ist auch was Hip-Hop.de ausmacht, auch eine Plattform zu sein für andere. Und das war da sehr direkt so, weil man da halt eben sich seine eigene Seite anlegen konnte und da halt eben auch ein bisschen Kontrolle abzugeben und nicht zu sagen, wir sind schlau, wir sagen euch, wie es ist, sondern macht ihr deinen Blog und schreibt den Scheiß selbst. So. Dafür gab es halt irgendwie viele Beispiele. Ne? Als nächstes, wir waren auch, würde ich behaupten, die ersten, die diese Art von klassischen Deutschrap-Video-Interviews gemacht haben. Wir hatten aber damals, gab es diesen strategischen Fehler, dass die zu einer Zeit, da war Fu mittlerweile auf die Kapverden ausgewandert, war ein paar Jahre nicht dabei. Es gab eine andere Firma, die das betrieben hat, blablabla. Wir haben unsere Videos gemacht auf so einem, keine Ahnung, ich fand immer hinterher, es hatte so den Charme von 12. Klasse Literaturkurs, macht irgendwie eine Videoproduktion und wir haben so die ersten Videos gemacht. Und die waren auf Dailymotion und auf MyVideo lange Jahre. Ne? Da findet man auf Dailymotion, findest du auch immer noch sehr viele Sachen. MyVideo gibt es nicht mehr. Und da haben wir dann aber irgendwann den Schuss verpasst, was YouTube anging, als irgendwann halt die Fresse durch die Decke gegangen ist, als Vis-a-vis dann bei 16 Bars war und die durch die Decke gegangen sind die wieder an uns vorbeigezogen. Also haben wir uns wieder abgefuckt, warum ziehen die an uns vorbei? So, und dann haben wir uns halt jahrelang mit YouTube beschäftigt und da reingearbeitet und parallel dazu das habe ich vor allem mit Roos sehr intensiv gemacht, so zu der Zeit, auch noch bevor er vor der Kamera war. Parallel dazu hat sich Fu sehr intensiv mit Facebook beschäftigt und damit, wie kann man eigentlich auf Facebook so posten, dass man da erfolgreich sein kann. Und auch da musste man wieder gucken, wie postet man dann aber so, dass es nicht gleichzeitig nerviges Clickbaiting ist. Ne? Also du musst die Leute dazu kriegen, das anzuklicken, auf deine Seite zu gehen, weil sonst verdienst du kein Geld. Aber gleichzeitig kannst du nicht sagen, du wirst nicht glauben, was da passiert ist und dann klickt man drauf und denkt sich, Bro, dein Ernst? Kurzer Einruf, apropos Geld verdienen, weil ich glaube, dass nicht alle verstehen, was du gerade gesagt hast, mit dem, die müssen auf deine Seite gehen, weil sonst verdienst du kein Geld. Magst du das kurz erläutern? Damals haben wir vor allem, ich glaube zu der Zeit, also YouTube-Einnahmen wurden dann immer wichtiger, aber traditionell als erstes hat man mit so einer Website Geld gemacht, indem man halt Banner auf der Seite hatte. So. Und je nachdem, wenn die angezeigt werden oder wenn die angeklickt werden, hat man dann halt eben Geld verdient. Das heißt, wenn du auf Facebook gepostet hast und da haben die Leute deine Posts angeguckt, hast du nichts verdient. Wenn die Leute aber von Facebook auf deine Website gekommen sind und irgendwann war das bei uns so und auch bei vielen anderen, dass 80% der Leute, die auf deine Website kamen, von Facebook. Also so wichtig war Facebook. So, ja, und dann hast du da halt was von gehabt, sonst hast du umsonst geschrieben und gearbeitet. Und wir haben, seit ich 2012 auch mit Fu, dem Gründer, zusammen Manera Media gegründet habe, war das ja auch immer ein Ding der Professionalisierung. Für mich ging es da darum, nicht mit Ende 20 damit aufzuhören und mir jetzt einen richtigen Job zu suchen, sondern halt davon leben zu können. Und dann ging es darum, der ersten Kollegin, die meinte, ich glaube, das war Saskia Meister, die heute bei RTL Sport, ich glaube, Head of Social Media für Sport bei RTL News ist. Grüße. Die war, glaube ich, die erste, wo das dann immer auch so war, okay, das Studium ist jetzt so und so weit, ich muss jetzt auch mal mehr als, I don't know what, ein Taui verdienen oder so, damit ich das weitermachen kann. Das gleiche Problem hatte ich vorher auch. Dann kam Clark und war der erste Festangestellte, der meinte so, okay, ich bin durch mit dem Studium, ich brauche irgendwie einen richtigen Job jetzt, geht das hier? Ja, und dafür ging es halt immer darum, die Kohle dafür ranzuholen. Ja, und dafür ist es dann natürlich nicht so zielführend, wenn du nur auf Facebook die Reichweite hast. Du musst halt überlegen, wie kann ich denn jetzt damit Geld verdienen? Weil ansonsten kannst du es auf dem Level nicht machen. Da musst du halt sagen, okay, ich bin raus, soll der nächste 20-Jährige aus Spaß ein Jahr lang ein bisschen machen und dann sich einen richtigen Job suchen, sondern ja. Warum ich das gesagt habe, ist, weil, also ich war ja viele Jahre lang auch bei Weiß und
da haben Leute halt mich auch gefragt, also wenn das ist natürlich ein Medienkonglomerat auch nochmal was anderes, aber wie verdient man mit einer Website Geld? Und dann haben wir halt auch immer erklärt, Bannerschaltung, Ads-Schaltung, wie lang steht die Ad, ist die bewegt Pre-Roll bei irgendwelchen Videos, bla bla bla. Also diese ganze, wie macht man mit dem Internet eigentlich Geld-Geschichte, hat man dann irgendwie gerne mal erzählt. Und in Kommis finde ich auch immer mal wieder, gerade auch bei euch unter Beiträgen oder auch bei anderen auch, warum haben die überhaupt noch eine Website? Websites sind so irrelevant, wer klickt denn da drauf? So, ist es denn heute wirklich so, dass die Website für euch irrelevanter ist, weil die Leute nicht mehr so gut klicken und eigentlich nur auf die Headlines und Kachelposts gehen? Also, wir haben quasi so eine Multi-Channel-Strategie. Das heißt, wir setzen immer auf relativ viele Plattformen. So. Und die Website ist unsere Identität und unser Zuhause und das ist das, wo wir herkommen. Ne? Und die hat sich natürlich über die Jahre auch in ihrer Funktion und was die liefert geändert. Ne? Früher hatten wir ein großes Forum, dann hatten wir ein großes Blog-System, das haben wir augenscheinlich auch nicht mehr und so. Ne? Da ändert man sich natürlich auch immer mit der Zeit, aber das ist so das Zentrum irgendwo vor allem und es ist halt eben der Ort, wo du halt auch mal längere Artikel hast und geschriebenen Text hast. Also ich persönlich lese auch sehr viel, auch bei anderen. Von daher stellt sich für mich nicht die Frage nicht, wofür man sowas braucht. Aber gleichzeitig ist natürlich in den letzten Jahren sind Instagram und TikTok für uns die wichtigsten Plattformen gewesen. Es gibt aber auch immer noch Facebook und das bespielen wir auch nach wie vor. Und es gibt immer noch YouTube, was ja auch für uns in der Geschichte und für die Marke Hip-Hop.de natürlich super wichtig war und viele Jahre mit Facebook zusammen als so das Wichtigste war. Und parallel dazu kann man einen Podcast machen und irgendwie läuft auch immer noch Twitter mit, auch wenn es jetzt X heißt. Weißt du, und da kommt halt diverses zusammen. Twitch haben wir auch mal gemacht, da machen wir jetzt gerade nichts. Aber genau, wir versuchen halt da zu sein, wo halt die Leute sind, weil alles andere auch nicht wirklich funktioniert, weil du musst halt so ein bisschen natürlich in der Digitalisierung da auch mitgehen mit diesen Bewegungen und gleichzeitig immer wieder natürlich auch entscheiden, machen wir jetzt Snapchat eigentlich auch oder machen wir Snapchat nicht? Machen wir zum Beispiel nicht. Und ja, also auf welchen Trend steigst du ein oder Blockchain, Metaverse oder wie hieß nochmal diese Plattform, wo wir alle auf Corona rumgehangen haben und uns auf Audio unterhalten haben? Clubhouse, genau. Man muss bei Clubhouse sein. Wenn nicht bei Clubhouse ist es in einem Jahr tot. Hätte sein können. Stattdessen war dein Clubhouse tot. Ne? Aber du musst dich damit auseinandersetzen. Ja, okay. Das machen wir zum Beispiel nicht. So Multichannel sind wir dann auch wieder nicht. Aber ja. Clubhouse, ja, like wer es kennt. Gab es in der ganzen Digitalisierung, Umstrukturierung, Rap-Medien gab es nicht mehr. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo du für dich gemerkt hast, okay, das haben wir richtig gemacht, wir sind noch dabei und wir als unabhängiges Medienhaus, wir schaffen es? Ein Moment weiß ich, also es werden immer wieder, wenn gerade neue Social-Media-Plattformen aufkommen und so sich technisch in der Digitalisierung wieder was bewegt, werden die Karten ja neu gemischt. Als Facebook zum Beispiel rauskam, ist damals Rap-Update an allen vorbeigeschossen. Vorher gab es jahrelang im Internet Rap.de, uns, MZ und ein, zwei, die ich jetzt gerade vergesse. Ne? Und da gab es die. Ja, die waren ja sogar auch noch neu irgendwann. Die kamen in Videozeit neu. Ne? Durch YouTube wurden die Karten neu gemischt. Wir haben so stumpf vor uns hin veröffentlicht auf MyVideo und Dailymotion für 80 Zuschauer. Die sind lustig an uns vorbeigeheizt auf YouTube. So, weißt du, alles richtig gemacht. Auch durch mehrere Sachen. Durch Vis-a-vis, durch ihren Grind, einfach durch Musikvideos, die sie selber produziert haben und weil die einfach einen super Job gemacht haben. So, dann kommt Facebook raus. Plötzlich Rap-Update. Zoom an allen vorbei. Ne? Marginalisiert alle, was jetzt so die Aufrufszahlen anging, weil die halt viel höher als andere Leute. Und Rap.de hat zu der Zeit sehr stark auf Meinung und auf Kritik gesetzt, so, ne? Oder auf Haltung, whatever. Erst unter Steiger und danach unter Oliver Marquardt. Dann gab es andere, die eher die halt hochwertigen Popkulturjournalismus machen wollten, wie vielleicht All Good, wo dann so die alte Juice Crew hingegangen war und so weiter. Und ja, aber jedes Mal wurden die Karten neu gemischt und so. Und deshalb war das dann jedes Mal wieder so, dass man dann danach gucken musste, okay, alles hat sich verändert, wer ist eigentlich noch da? Wer ist dann irgendwie hinten runtergefallen und hat es dann nicht mehr geschafft, weil er das nicht mitgehen wollte oder konnte? Und wer Glaubst ist du, jetzt das war der Grund? So. Dass sie es nicht wollten oder konnten? Weil es muss ja einen Grund geben, warum ihr es geschafft habt und andere eben nicht. An wen denkst du denn? Juice? Ich glaube, dass bei Piranha Media lange Zeit die Digitalisierung schon verschlafen wurde oder hinten angestellt wurde. Die Juice wollte
war vielleicht auch ein Problem, keine Gesichter zu haben, wobei das vielleicht auch richtig war, aber das war zum Beispiel dann bei YouTube schwer. Ich meine, heute weiß man, es gibt eine Menge Videoformate, wo du keinen Moderierenden brauchst und die trotzdem cool sind, aber damals war das halt schon sehr so Personality-driven auch, ne? Und ich glaube, das wollte die Juice nie haben, weil die Juice war halt die Marke und nicht Julia, die neue Moderatorin. Dann auch viel, dass bis Juice.de so richtig durchgestartet ist, da haben wir schon Ewigkeiten Internet gemacht. Dann gehört ja Rap.de irgendwann auch mit dazu. Da hatte ich aber auch das Gefühl zum Beispiel, oft sind ja auch die am erfolgreichsten, die am hungrigsten sind. Und wir waren sehr hungrig, weil wir immer das Gefühl hatten, dass wir erstens die Außenseiter sind, die eigentlich keiner reinlassen will und dass wir immer ums Überleben kämpfen. Und ich glaube, wenn 1 bis 3 Leute angestellt für einen Verlag arbeiten, der auch noch andere Sachen macht und hier ist Kohle und hier mach mal dein Ding, dann kannst du dich auch journalistisch ausleben und auch gute Sachen machen. Aber du grindest nicht 24/7 so viel geht und kämpfst um dein Überleben mit einem Team. Und wir hatten halt viele Leute, die das halt gemacht haben. Oder nicht mal nur ums Überleben, sondern auch um da reinzukommen und seinen Traum zu verwirklichen und so weiter. Und ich glaube, das hat uns, das war auch ein Unterschied. Aber es ist wieder zu denen. Und ja, also natürlich ist da bei den Printmagazinen, glaube ich, augenscheinlich, dass sie halt vielleicht nicht schnell genug versucht haben, halt auch eine digitale Marke zu werden. Der Personenkult, den du gerade angesprochen hast, genau, Nico war Backspin, Vis-a-vis, 16 Bars, du, hiphop.de. Wie wichtig, denkst du, war denn der Personenkult gerade für die Zeit, die du meinst? Musste man im Video eine Key-Person haben, mit der die Leute sich irgendwie identifizieren konnten? Es war dann halt die Zeit der Interviews und man hat, also natürlich, ein Interview guckt man hauptsächlich wegen dem Gast, der da drin ist. So, das heißt, Prominenz ist erstmal so der Hauptfaktor, von dem der da ist. So, warum auch immer die Person interessant ist, die macht geile Musik, hat eine krasse Geschichte, ist sehr unterhaltsam in Interviews, whatever. Auf jeden Fall die Prominenz von der Person, die da sitzt, die ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist das Thema. Das, was am meisten Klicks macht, ist zumindest immer, wenn es irgendwas Kontroverses ist in den meisten Fällen, ne? Auch wenn es natürlich nicht das Einzige ist, was Leute interessiert und die meisten Klicks nicht immer nur man daran festmachen kann, ob es ein erfolgreiches Interview war. Aber das sind dann natürlich die Themen und die Person von Moderatorin, Moderator ist dann halt was, wodurch du als Magazin selbst sichtbar sein kannst, auch in dem Content, neben nur deinem Setting und dem Logo, was du irgendwie in die Ecke ballerst. Und was natürlich auch viel, also das, was die Leute erzählen, das wird man ja auch immer, oder merkt man ja auch immer, je nachdem, wo die gleichen Leute zu Gast sind die auch jedes Mal ein bisschen anders. Und deshalb ist natürlich die Gesprächsführung und sowas auch wichtig, aber auch die Marke von demjenigen, der da halt sitzt, ne? Und das hat dann vielleicht auch entscheidet auch darüber, wenn ich jetzt gesagt habe, die Prominenz von Rapper, Rapperin ist am wichtigsten, ja, wo wollen die denn hin? Die wollen auch häufig zu dem, wo gerade irgendwie am meisten geht und wo es am besten läuft oder den sie schon kennen oder du hast halt einen Kontakt aufgebaut, die ganze Zeit schreibst auch schon mit denen und sagst, alles Gute zum neuen Release und dann. Ich dachte, alles Gute zum Geburtstag. Vielleicht auch. All das habe ich nie gemacht, aber ich war immer zu sozial behindert dafür auf jeden Fall. Hast du keinen Kalender, wo immer alle Geburtstage aufploppen oder so? Aber wir haben ja bei Hip-Hop.de schon eine Menge Geburtstagsposts gemacht. Also bei Hip-Hop.de gibt es auf jeden Fall irgendwo einen, aber. Du hattest eben ja schon das Thema Clickbaiting angesprochen, dass ihr eben das nicht machen wolltet und eher, habe ich gelesen, eher so eine Curiosity. Darf ich noch eins dazu sagen? Natürlich. Lass uns gerne gleich dazu kommen, aber eins wollte ich noch sagen von Personality, was bei uns natürlich ganz wichtig ist, nur auch das Hack zu geben, das, was uns ja bei YouTube es am Ende geschafft hat, dass wir in 16 Bars wieder vorbeiziehen konnten. Endlich war ja nicht, dass ich Interviews gemacht habe, sondern dass Roos Interviews gemacht hat. Und Roos war halt viel stärker mit seiner Persönlichkeitsmarke und seinem Charisma und sonst was. Ich war halt der Musikjournalist, der da saß und vom Zettel seine schlauen Fragen vorgetragen hat. Ich hab's geliebt. Cool, danke. Aber Roos war halt ein anderer Film nochmal, was das Star-Potenzial und sonst was anging. Und das ist im Endeffekt der Schlüssel gewesen. Das heißt, natürlich dieses Personality-Ding für uns auch super wichtig. Ja. Genauso wie ich glaube, dass das für andere so war, wie zum Beispiel Vis-a-vis der Grund war, dass 16 Bars zu der Zeit so erfolgreich war. So ein Format lebt ja auch von den Leuten, die das eben tragen. Ne? Ich finde es halt nur spannend, dass sich wirklich so einzelne Charaktere ja bis heute durchziehen, die man mit der Marke identifiziert, wie eine Vis-a-vis, die ja schon lange mit dem Medium nicht mehr verbandelt ist. Und wir alle in unserem Kopf trotzdem noch, ja, das war sie damals. Wenn man an die Zeit denkt, dann denkt man natürlich hart an sie. Ne? Wir haben noch immer versucht, wir
wir hatten ja immer mehrere Moderierende und haben immer ein bisschen geguckt, so auf verschiedene Characters zu haben, die sollten auch nicht deckungsgleich sein. Und dann gab es halt eben neben Bruce auch noch mich und Helen Fares war ja auch mal bei uns beispielsweise. Erich, und der damals bei uns die Redaktion geleitet hat, hat auch Videos mal gemacht. Davor noch Christoph Jansen, der jetzt Vice President bei Groove Attack ist, hat auch bei uns moderiert. Aria dann natürlich, der irgendwann da so nach Roos, ne, und dadurch da gibt es ja noch unzählig viele. Esso, Anita, ganz, ganz viele auch ehemalige ModeratorInnen bei uns, die auch teilweise jetzt geile Karrieren woanders machen und so. Aber da war unser Konzept immer mehrere zu haben. Weil das natürlich auch wieder ein Risiko sein kann, wenn da nur eine Person komplett dein Gesicht ist. Total. Ja? Zurück zum Clickbaiting. Ja, geil. Das, was ihr euch auf die Fahne geschrieben hattet, war die Curiosity Gap, die ich vorher noch nie gehört habe. Wahnsinn. Das heißt, Woher hast ihr du macht das denn jetzt? Aus der Recherche. Ich keine Ahnung, wo es jetzt wirklich herkam, weil wir haben echt sehr, sehr viel durchgedickt. Ich sag dir, wie es ist. Aber da kann ich auch drüber dozieren. In welchem Artikel oder in welchem Podcast du das jetzt gesagt hast, nagel mich nicht fest. Aber ihr wollt Headlines machen, damit die Leute eben auf die Artikel klicken und nicht nur Clickbait-mäßig like. Ist es euch deiner Meinung nach gelungen? Diese Curiosity Gap. Also, das war vor allem in dem Facebook-Zeitalter, war das halt die entscheidende Sache. Ne? Wir haben später dann auch irgendwann nach 2017 wieder was gehabt, wo wir dann zum Beispiel gesagt haben, ey, das Ding ist jetzt, Social Media ist ein Selbstzweck. Wir sind nicht auf Instagram, um Leute auf die Website zu kriegen. Wir sind auf Instagram, um auf Instagram zu sein. Anders kannst du Instagram auch nicht machen. Wir sind auch nicht auf TikTok, um zu sagen, klick jetzt hier einen Link an oder so. Ne? Das war halt das Ding auf Facebook. Und das war wieder das Gleiche mit Qualität und Erfolg und diesem Zielkonflikt, den man jeden Tag annimmt. Das ist dann uns mal besser, mal schlechter gelungen. Manchmal war es dann halt so, dass wir gesagt haben, okay, der Traffic stimmt jetzt, viele Leute auf der Seite, erfolgreiche Artikel, aber Bro, was ist das denn? Was hast du da für einen Scheiß geschrieben? Ne? Und ein anderes Mal war es halt so, dass man gesagt hat, ja, ist ja ein super toller Artikel, den wir jetzt hier geschrieben haben, aber kein Schwein liest, was wir machen. Was haben wir davon? Also, das war immer das Ding, so der beste Artikel bringt nichts, wenn ihn niemand liest. Du musst es halt dann auch, und gerade in Facebook-Zeiten musste man halt auch lernen, so, wir definieren uns alle als Journalisten und wollen erstmal jetzt was Geiles machen, aber es gab da zum Beispiel, was wir uns damals reingezogen unter anderem, was Fu auch reingebracht hatte, war so eine Präsentation von Upworthy. Kennst du die noch? Upworthy? Die Marke gibt es immer noch, aber die waren damals so ein viralen Magazin aus den USA mit so inspirierenden, positiven Inhalten immer. So. Und die haben eine Präsentation rausgehauen darüber, wie die eigentlich arbeiten. Ich würde behaupten, dass das in Deutschland zu Heftig CO geführt hat, dass die diese Präsentation runtergeladen haben und nachgemacht haben. Kennst du die? Heftig CO? Die haben es irgendwann geschafft mit 5 bis 20 Leuten so am Anfang, die alle keinen Journalismus konnten. Das hätte auch nur im Weg gestanden. Teilweise mehr Besucher auf der Website zu haben als, I don't know, Stern, Spiegel, solche Leute. Ja, und haben dann für bestimmt eine Menge Geld an Funke Medien ihr Magazin verkauft. Die Kenn haben ich. bitte? Kenn ich. Funke Medien kenne ich. Heute kannst du noch die Clickbaiting-Headlines von denen quasi vom Spirit her auf derwesten.de finden. Also, und Heftig CO hat schon sehr unterirdische Sachen gemacht, aber waren auch gleichzeitig super erfolgreich. Und das war zum Beispiel eine Quelle, wo man sowas sich reinziehen konnte, wie das eigentlich funktioniert. Und damit haben wir uns halt beschäftigt und haben halt gesagt, da war ein Tipp da drin, wo ich gerade dran denken musste, schreib, ich glaube, 25 Headlines für jeden Artikel, den du machst und nimm den besten von so. Das ist ja so eine Kreativübung dann auch, ne? Ab der 18. Headline musst du irgendwie mal neue Wege gehen, weil alle deine Standards hast du jetzt schon irgendwie einmal ausgereizt, ne? Und das, worum es da eigentlich immer ging, ist, was die vor allem gemacht haben, war nicht mal selber Content schaffen, im Gegenteil zu uns, sondern Fundstücke im Internet finden. Und die sagen dann, das Erste, was du tun musst, ist, du musst was wirklich Gutes finden. Du kannst keine Scheiße zu Gold machen, du musst was Gutes finden. Zweitens, es kommt darauf an, wie dein Framing ist, wie du es halt eben aufbereitest. Und das hieß damals vor allem Facebook. Welches Bild nimmst du dazu, welche Headline, welchen Teasertext. Und das muss halt funktionieren, weil auch wenn du was richtig Geiles findest, wenn du es nicht geil framest, funktioniert es auch nicht. Und ja, das haben wir zum Beispiel, wo das bei uns am besten geklappt hat. Deshalb habe ich das danach dann auch immer noch erzählt. Und das erzähle ich auch manchmal noch, wenn ich als Dozent an der Uni bin und über Qualität und Erfolg im Online-Journalismus da irgendwie erzähle. Kennst du zufällig dieses Video von uns? Es gibt 1000 Antworten auf die Flüchtlingsfrage, die einzig wahre kennt ein Vierjähriger. Das war ein Interview-Ausschnitt, da hat Erich Fahrt interviewt. Und da kam ein kleiner Junge vorbei. Und Fahrt hat den angesprochen und Fahrt hat dann den Jungen interviewt. Und
der hat dann so, wo kommst du her? Ja, Kindergarten. So, wie war's Kindergarten? Ja, cool, Kinder, Doch, das super. kenne ich. Ne? Jeder kennt das. Doch, aber das ist schon Und alt. das ist alt, sehr alt. Das war in dieser Zeit. Doch, das Und der fragt ihn dann, gibt es auch Ausländer im Kindergarten? Der sagt, nein, da gibt es nur Kinder. Und dann sagt Vater, guck mal, wie er antwortet und so. Ne? Der Vater hat das schon so interpretiert. Und wir haben das Video geschnitten. Die Freundin von unserem Cutter, selber Videoproduzentin, meinte dann, ey, die Stille Hammer, der Junge ist ja richtig süß, da müsst ihr was mitmachen. Matthias ruft an, Matthias Miemczyk, damals unser Videoproduzent, ey, soll man damit was machen? Wir so, das ist ja wie aus dem Upworthy Bilderbuch, da muss man auf jeden Fall was mitmachen und die Message ist halt auch noch geil, weil damals war dieses Flüchtlingswelle-Thema und so weiter und da wir uns immer auch als Hip-Hop als etwas, was zwangsläufig antirassistisch ist, verstehen, hat uns das halt auch so reingepasst und wenn das ist ein geiles Ding, wir wollen damit was machen, haben das dann halt rausgeschnitten. Heute ist das ja auch normal auf Instagram, dass du lauter Highlight-Clippings hast. Wir haben das damals auf YouTube auch schon gemacht, haben dann halt überlegt, wie machen wir jetzt die passende Headline dafür, haben sogar so einen bescheuerten roten Pfeil auf das Thumbnail drauf gemacht, der nichts bringt. 4-Jähriger, weißt du? Und das Ding hat über 2 Millionen Views bekommen. Das wurde im Jahresrückblick von, glaube ich, Johannes Bekerner gezeigt. Hattet ihr die Freigabe von dem Jungen oder von der Mutter? Wir hatten zum Glück auf Tape noch, dass die Begleitperson gesagt hat, ja, das dürfte jetzt irgendwie gefilmt werden. Die Mutter, der hat natürlich erstmal keinen Kontakt, die hat sich dann bei uns gemeldet. Da habe ich auch erstmal Schweiß auf der Stirn gekriegt. Dachte, okay, das ist ein bisschen mehr eskaliert, als wir gedacht hätten mit diesem Video. Und ja, aber sie war zum Glück cool damit, auch wenn sie es auch krass fand natürlich plötzlich, dass ihr Kind plötzlich... Was macht der Junge jetzt? Können wir das mal aufdecken? Melde dich, Niklas. Niklas! Wir haben sogar noch eine... Cute. eine Nominierung für den Civis Medienpreis, den irgendwie die EU vergibt und so gekriegt, wo dann, ich glaube, selbst der Bundespräsident gesprochen hat und so. Es war auf jeden Fall eine wilde Geschichte. Dabei hatten wir eigentlich nur ein bisschen Clickbaiting gemacht, aber das war auf jeden Fall das, was Upworthy uns sagen wollte. Das hat da mal immer richtig gut geklappt, ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte, die gut resoniert, glaube ich. Weil du eben schon gesagt hast, Hip-Hop ist ja gleichzeitig auch meinungsstark und irgendwie auch antirassistisch und so. Wie findest du denn den Musikjournalismus in Deutschland? Nicht meinungsstark auf jeden Fall wahrscheinlich, ne? Aber vielleicht jetzt gerade meinungsstärker, weil das ja auch, das meinte ich vorhin schon, an wen denken wir denn jetzt gerade? Weil es gibt augenscheinlich nicht mehr so viele Magazine. So, was ich vor allem schade finde, ist, wenn es nicht mehr viele Independent-Magazine aus der Kultur gibt. Also mag sein, dass kurzfristig es auch ein guter Ersatz ist, wenn du einem Account von einem Major-Label folgst und auch, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich engagieren, ist cool. Deutschrap Ideal beispielsweise. Ist ja auch voll authentisch, was Simon macht und so, dass er jetzt nicht irgendwie was aufgesetzt ist oder so, sondern respektiere ich und feiere ich voll. Aber ich finde es auch gut, wenn es Independent-Sachen aus der Kultur selbst gibt. Und jetzt gibt es halt die Sachen, wo vielleicht mediale Inhalte, wo Marken hinterstehen, wie zum Beispiel von Red Bull oder Deutschrap Ideal habe ich gerade genannt, das ist dann halt öffentlich-rechtlich oder Stoked, Universal, ne? Solche Sachen. Und zusätzlich dazu gibt es dann aber ja auch vor allem unglaublich viele Creator und ne? Einzelpersonen. So, Einzelpersonen einfach, die in verschiedenen Art und Weisen was machen, die vielleicht auch bei Medien arbeiten, die dann leider oft halt eben nicht die Independent-Hip-Hop-Häuser sind, sondern halt eben andere, die aber was machen. Dann gibt es dich oder, keine Ahnung, ich musste gerade an Yusuf denken. Yusuf Mirsad zum Beispiel, der arbeitet, glaube ich, beim Bremen Next auch nach wie vor und ist aber auch Creator und macht alles Mögliche und so weiter. Wir haben mit dem letztes Jahr zusammengearbeitet, wie auch zum Beispiel als wir ein Pilotprojekt für Funk gemacht haben auf Twitch, das hieß Rent Free und da war er dabei, Wavy Josh war dabei, auch super Dude, Abdi Raxman war dabei, viele verschiedene Creator waren dabei und ich finde, da gibt es sehr, sehr viele coole Leute. Zellot feiere ich sehr beispielsweise, also es gibt viele, die Hip-Hop-Journalismus auf ihre Art, auf ihrer Plattform und so weiter als Creator einfach gerade machen. Und dazu, ich glaube irgendwie, vielleicht diese Mittelebene, auf der wir sind, gibt es vor allem kaum. Weißt du, es gibt die einzelnen Creator und es gibt so diese Riesendinger, die gemerkt haben, oh, Hip-Hop ist gerade auch irgendwie so ein Teil wie Marken oder öffentlich-rechtliche, die dann sagen, wir machen jetzt auch Hip-Hop. Ja, aber das dazwischen, da wurden halt viele abgesägt. So. Wie geht denn hiphop.de mit KünstlerInnen um, die problematisch sind? Habt ihr da mit ihrem Verhalten und mit ihrem Verhalten, mit ihren Texten, habt ihr da ein Dogma, eine Grenze, die ihr zieht, wo ihr sagt, okay, das können wir nicht unterstützen und habt ihr vielleicht auch schon mal einen Künstler richtig gecancelt? Der darf oder durfte eine Zeit lang bei euch nicht stattfinden?
wollen wir eigentlich immer nicht machen. Wir haben einfach mal gesagt, das Einzige, also es soll bei uns kein Canceln geben, außer jetzt bei so Nazi-Rappern. Weißt du, also die Ja gut, auch aber immer die den, exkludieren wir jetzt mal. ja, wenn wir die weglassen, dann eigentlich nicht. Ich musste gerade so ein bisschen nachdenken, weil ich mir dachte, da gibt es dann irgendwelche, wo das dann doch passiert ist und würden wirklich alle, also selbst Leute, die gegen uns geschossen haben und so weiter, haben uns eigentlich immer vorgenommen, dass die auch weiterhin bei uns stattfinden, weil wir am Ende des Tages das ja für LeserInnen machen. So, ne? Und da halt das dann berichten sollten, was irgendwo relevant ist. Aber was das andere ist das natürlich ein super schwieriges Thema, wie kritisch man dabei sein sollte. Und wir haben ja eine Zeit lang auch gehabt, wo wir deutlich kritischer und politischer noch waren, auch weil wir uns intern im Team ist es sehr viel politischer geworden. Ich meine, ich habe mich schon immer politisch gefühlt mit meinen Meinungen auch, aber das war durch Black Lives Matter, durch Hanau, Terroranschlag und so weiter, ne? Und das hat viele persönlich betroffen und das hat man halt irgendwann auch in der Berichterstattung gemerkt. Und gleichzeitig war das so, dass aber auch immer mehr wie Medien agiert haben und wie Menschen Medien gesehen haben, immer mehr verlangt wurde, ihr müsst Stellung beziehen, ihr müsst jetzt da was sagen und so, bis wir irgendwann an einen Punkt kamen, wo wir gesagt haben, wir sind aber nicht der öffentliche Pranger. Also wir sind erstens ist nicht unsere primäre Rolle Schiedsrichter. So kann man ja ein Magazin definieren, aber so definieren wir uns nicht. Wir definieren uns als Plattform für die Kultur und nicht in erster Linie als Türsteher oder als Schiedsrichter, ne, als Gatekeeper, dafür, wer sagt, wer rein darf und wer nicht. Weil das ist was Elitäres, was wir noch nie wollten. Wollten wir schon früher nicht. Haben wir das eher in Printmedien da mehr so gesehen, dass das bei denen dann so war. Wer in der Juice steht, der ist am Start. Wer nicht in der Juice steht, der existiert nicht. Auf dem Cover. Oder noch Cover und da bist du halt Hard Gatekeeper und wir wollten eigentlich nie wir waren die mit der Blog-Plattform. Weißt du, wir wollten mehr Leuten eine Plattform geben und deshalb haben wir uns irgendwann dann auch davon verabschiedet oder haben halt gesagt, wir wollen nicht diese Prangerfunktion innehaben, wo man natürlich gleichzeitig gucken muss, was aber auch nicht heißt, dass man unkritisch alles durchwinken sollte, sondern dass man gucken muss. Mein Ansatz wäre dabei vor allem, kennst du Constructive Journalism? Daran habe ich mir immer ein Beispiel genommen. Also der Name sagt es ja schon so ein bisschen. Man versucht halt konstruktiv halt, ne, das zu überlegen, wie kann man durch Informationen, durch Hintergründe, durch Darstellen von verschiedenen Meinungen und Positionen. Und im Kontext setzen so ein bisschen, ne? Genau, damit irgendwie weiterkommen, aber es soll auf jeden Fall nicht okay, wir schreiben jetzt wieder eine Kolumne und canceln jemanden. Ist nicht so, dass ich das nicht irgendwie vielleicht auch schon halb mehr oder weniger gemacht hätte. Da gibt's auch, und da denkt man auch drüber nach und es ist auch nicht so, als wäre das bei uns unumstritten gewesen, ne? Werbung. Merch machen klingt ja immer so leicht, kann ja aber total leicht überfordern. Das richtige Design, der richtige Shirt-Rohling, welcher Merch ergibt überhaupt Sinn, in welcher Stückzahl, wo lasse ich das produzieren und veredeln und. Wenn dir jetzt schon der Kopf raucht, habe ich einen Vorschlag für dich. Spreadshop bietet dir persönliche Beratung und Print on Demand. Shopper öffnen, Produkte anlegen und los geht's. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und du verdienst ab dem ersten Verkauf. Details findet ihr unter spreadshop.de und das Team steht dir mit echten Menschen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ich verlinke dir das auch gerne nochmal in den Shownotes. Also das geht raus an alle aufstrebenden Musikschaffenden, Labels und Managements dieser Welt. Schaut auf der Webseite mal vorbei und überzeugt euch selbst. Werbung Ende. Du bist ja nicht nur Mastermind hinter hiphop.de, sondern du hast auch Medienwissenschaften, Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Also du hast ja noch was Richtiges gemacht. Inwieweit beeinflusst denn die Entwicklung, die akademische Entwicklung und Ausbildung, die du gemacht hast, auch deine Sicht jetzt auf den Hip-Hop-Journalismus und deine Arbeit? Das ist schon alles ein Teil von den gleichen Sachen, für die ich mich halt einfach interessiere. Also aus den gleichen Gründen, also ich habe ja vorhin gesagt, so Kultur ist irgendwie mein Ding. Von dem, was ich studiert habe, hat mich immer Soziologie so am meisten gekickt, weil da geht es halt eben auch um die Gesellschaft und so. Das ist eigentlich genau das gleiche, Wie mit den Tüten. Das gleiche Thema. Ja. Wie mit den Tüten. Und auch Medienwissenschaften passt da natürlich rein. Ja. Ne? Und ich hätte lange, also zum einen, ein Grund, warum ich ein Praktikum bei hiphop.de gemacht habe, war, weil ich ein Praktikum für die Uni brauchte. Von daher hat es mich dann auch noch mit dazu gebracht, dann zu sagen, ey, ich habe jetzt diesen Fu kennengelernt, schreibst du dem doch mal, ob du da nicht irgendwie arbeiten kannst. Und ich habe dann später, wenn ich überlegt habe, als ich dann Chefredakteur war,
wie kann ich hier Leuten was beibringen und so, bin ich irgendwann auch auf Sachen aus dem Studium wiedergekommen, wie zum Beispiel Nachrichtenwerttheorie, die dann für mich sich als sehr, wo ich fand, das ist eigentlich praktisch, um sich so Sachen klar zu machen, ja, wie zum Beispiel, wenn ich vorhin gesagt habe, Prominenz ist wichtig, das ist ein Nachrichtenwertfaktor, also warum interessiert manches Menschen und anderes interessiert Menschen nicht und Prominenz ist eins davon, aber es gibt 12 bis 20 andere und du kannst zum Beispiel dann gucken, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, sagen wir mal, du würdest dich für Underground-Deutschrap interessieren und du findest jetzt eine Künstlerin, die du sehr feierst, ja, hast jetzt aber das Problem, wir hatten jetzt das Problem in unserem gemeinsam neu gegründeten Magazin, wenn wir jetzt über sie posten, weil sie ja kein Mensch kennt und Prominenz schon mal wegfällt, wird das kein Schwein interessieren. Welche andere Möglichkeit haben wir jetzt also, anstatt nur zu sagen, wir berichten nicht über sie oder wir berichten und wenn die Leute es nicht dingen, haben sie selber Schuld, was ja auch keinem was bringt. Man muss meiner Meinung nach dann halt anders überlegen, warum feierst du die denn? Was steckt denn da drin? Warum ist das denn so interessant und wie können wir das herausarbeiten? Und dabei können einem dann manchmal selbst so Sachen aus dem Studium, die man damals nur doof auswendig lernen musste und sich gefragt hat, warum zur Hölle lerne ich das? Das war dann eine Sache mal, wo mir später aufgefallen ist, das kann man dann sogar gebrauchen. Ist ja wie vieles, was man vermarkten will. Also auch diesen Podcast hier, Ja. der kann ja inhaltlich noch so stark sein. Und da gibt es ja auch verschiedene Faktoren, warum man den Podcast hören kann. Muss man eben auch gucken, okay, wie verkauft man das? Wie clickbaitig wird man auch in den Social Media Assets oder lässt man es ganz bleiben? Ja. Wir lassen es meistens ganz bleiben, weil wir hoffen, Qualität setzt sich durch und es wächst langsam. Und das Gute, was wir bei dem Projekt hier zum Beispiel haben, wir mehr Zeit. Also wir haben nichts, was jetzt im Nacken sitzt und so, okay, wenn wir in einem halben Jahr nicht durch die Decke gehen, dann wird das Projekt irgendwie eingestampft. Wir haben Time on our hands und das spielt uns in dem Fall in die Karten, dass es halt organisch wachsen kann und auch mal stagnieren kann und nicht gleich Sachen abgesägt werden oder panisch im Kreis gerannt wird. Du hast ja, nachdem du Chefredakteur wurdest, bist du ja dann auch ins Unternehmertum gewechselt, hast du ja schon erzählt, und hast das Mutterunternehmen hinter hiphop.de Manera Media gegründet. Ihr bietet ja viele Dienstleistungen an, von Content über Influencer-Marketing bis hin zu Events. Wie schafft ihr es in den ganzen Bereichen so erfolgreich zu sein und trotzdem irgendwie noch Hip-Hop-Kultur mal mit einfließen zu lassen? Ja. Einmal noch zu dem, was du vorher gesagt hast, damit das nicht den falschen Eindruck auch macht. Ich glaube, dass heutzutage aber auch für die Vermarktung oder zum Geldverdienen Klicks und Reichweite überhaupt gar nicht mehr das Wichtigste ist. Es gibt da verschiedene Arten und Weisen auch, wie du damit Geld verdienen kannst und wie du was monetarisieren kannst, ne, um damit auch irgendwie Geld zu verdienen. Und da gibt es ja verschiedene Konzepte. Und das kann man natürlich auch voll über Qualität machen oder über die eigene Marke, die man aufbaut, ja, oder über die Community, die man halt eben erreicht. Und bei uns ist es auch schon lange so, dass nicht Reichweite und die so absoluten Zahlen oder die Klicks irgendwie das Wichtigste wären. Und da ist es immer so ein Wechselspiel zwischen, wie kann man viele Leute erreichen, wie funktionieren diese Plattformen, womit kann man irgendwie Geld verdienen, wo es gar nicht darum geht, sich die Taschen voll zu stopfen unbedingt, obwohl das auch nice ist, sondern um damit möglichst viele Leute davon leben können und das machen können, was sie lieben und man Teil der Kultur sein kann. Und das zu dem, was du gesagt hast, das, was wir jetzt bei Manera Media vor allem machen, ist eigentlich, kann man so ein bisschen unterteilen in 3 Dinge. Erstens, wir geben hiphop.de heraus. Zweitens, wir sind eine Produktionsfirma. Ich habe zum Beispiel vorhin gesagt, wir haben dieses Pilotprojekt Rent Free für Funk gemacht im letzten Jahr. Wir machen auch Content für Marken teilweise oder halt eben für andere Medien, wie jetzt zum Beispiel Funk, wenn man das jetzt ein Medium nennen will, als öffentlich-rechtliche junge Marke von den öffentlichen Rechtlichen. Und das dritte ist Cultural Marketing. Und das ist alles so ein bisschen aus der Vermarktung und aus der Arbeit von hiphop.de heraus erwachsen. Also kann man sich ja vorstellen, du machst einen Podcast, du kannst Podcast machen, du kannst theoretisch auch für jemand anders einen Podcast machen, weil du weißt ja, wie es funktioniert. Ruft an. Also Ruft an. Ja. Also bietet man es dann irgendwann halt eben auch für andere an und dann ist man halt auch Produktionsfirma und Cultural Marketing kam so aus der Vermarktung von hiphop.de auch, weil es bei der immer mehr darum ging, individuelle Markenkooperationen einzugehen und sich zu fragen, wie können diese Marke in unserem Content stattfinden, ohne dass es irgendwie cringe und Panne ist. So. Und das Stichwort Markenkooperation. Wie wichtig ist das denn für euer ganzes Businessmodell? Vor allem bei hiphop.de. Sehr wichtig. Das wurde irgendwann die wichtigste Einnahmequelle dann halt. Also womit wir uns halt finanzieren können, weil wir müssen halt immer gucken, wie wir unser tolles musikkulturelles Magazin halt eben betreiben können, was im Zentrum steht mit hiphop.de. Und auch als wir Manera Media gegründet haben, also ich habe die Firma gegründet, aber eigentlich auf dem Papier, aber eigentlich habe ich es zusammen gemacht, vor allem mit Fu. Und deshalb heißt es auch Manera Media. Das ist ein Wort aus dem
aus dem kapverdischen Kreol, weil damals er hat da gelebt. Ich war jedes Jahr auf den Kapverden. Wir haben gechillt, über alles Mögliche geredet und wir haben gesagt, okay, wir machen diese Company jetzt und die macht hiphop.de, die soll aber auch offen sein für andere Dinge. Wir haben damals auch viel über Augmented Reality Apps und sowas gesprochen. Also hätte auch noch was ganz anderes dazukommen können. Wir haben dann auch zum Beispiel mal ein paar YouTube-Kanäle für Rapper mal zwischendurch betreut und überlegt, ein Multi-Channel-Network mehr zu machen oder whatever, was es alles so für Side-Projects gab. Eigentlich war immer aber Hip-Hop.de so ein Fass ohne Boden, was unsere ganze Energie vereinbart hat. Aber was halt sich dann immer mehr entwickelt hat, war dann halt auch für Marken zum Beispiel Content zu machen und was. Ja, es gab so, wie gesagt, früher hat man vor allem mit Bannern Geld verdient, dann hat man vor allem, dann waren YouTube-Einnahmen eine Zeit lang sehr wichtig. Irgendwann sind YouTube-Einnahmen genauso weggebrochen wie die Reichweite, die du über Facebook bekommen konntest, einfach wegen Änderungen, die diese Plattformen gemacht haben. Und spätestens da hätte uns das Genick brechen können, hat es aber nicht, weil es stattdessen mit Markenkooperationen für uns halt bergauf ging. Ne? Halt, ja, eben zu überlegen, wie kann man mit denen zusammenarbeiten und ja, mit Snipes, mit Apple Music, mit Havana Club heute, das sind immer individuelle Sachen dann. Und da 2 Fragen zu. Ihr seid ja unabhängig von einem Verlagshaus, aber seid auf der anderen Seite ja schon abhängig auch von Brand Money, dann mittlerweile. Safe. Wie hält man da die Waage? Das ist wieder das gleiche Ding. Also auch wenn du dein Hauptgeld von YouTube machst, dann brauchst du natürlich Aufrufe auf YouTube, weil je mehr Leute deine Videos angucken und je länger die Videos sind, desto mehr Werbespots sind da drin, dann verdienst du irgendwie Geld. Und wenn du Geld verdienst, dann kann wieder einer mehr die Zeit in hiphop.de stecken, anstatt woanders zu arbeiten oder zu sagen, ciao, ich bin da mal weg und mache jetzt einen richtigen Job. So. Und dann bist du halt davon abhängig. Dann musst du Klicks machen. Frage ist, ob die Brands euch dann ein bisschen in Geiselhaft halten. Weißt du? Das ist auf jeden Fall eine Gefahr dabei. Also sehe ich jetzt nicht so, aber natürlich, also muss man darauf, immer das, wo das Geld herkommt, ist da ein Machtfaktor. Weißt du, wenn du öffentlich-rechtlich finanziert bist, dann wird dir ein öffentlich-rechtliches Gremium sagen können, was du halt machen kannst und was du nicht machen kannst. Und genauso, wenn du bei YouTube ist es so, dann sind es vielleicht die Klicks, die dich vielleicht treiben können und du musst aufpassen, nicht voll clickbaity zu werden. Und wenn du halt mit Marken zusammenarbeitest, dann gibt es auch Sachen, die gut finden oder nicht. Und da muss man halt gucken, ist das ein Problem oder ist das kein Problem? Das, was die jetzt beispielsweise nicht wollen. Ne? Wir sind aber ja auch erstens nicht von einer Marke oder einem Unternehmen da abhängig und zweitens auch nicht komplett davon finanziert. Da hilft es dann wieder so ein bisschen relativ breit aufgestellt zu sein. Aber also das kannst du ja bei allem so sehen. Immer wenn du dich irgendwie fragst, wovon sind Medien, wovon sind Leute beeinflusst, ist es natürlich Follow the Money eine gute Idee. Überleg, wovon leben die denn? Deren Chef sagt denen ja auch irgendwie was. Ja. Zweiten Punkt, den ich da ansprechen wollte bei den Markenkooperationen, dass Brand Policies und so ja auch bei Online-Ads mittlerweile ein großes Thema sind, dass es so Listen gibt, Wörterlisten, neben denen Brands nicht stattfinden wollen. Also sei es, wenn es um queere Sachen geht, wenn es um politische Sachen geht, dass Brands einfach sagen, okay, wenn in diesem Artikel das Wort Palästina vorkommt, dann kann ich daneben keine Ads schalten. Das ist ein großes Problem von tatsächlich größeren Agenturen, die halt Medien einkaufen für ihre Brandpartner. Und habt ihr da auch die Erfahrung gemacht, weil ich meine, Hip-Hop ist jetzt auch nicht das unkontroverseste Thema oder Texte, über die gerappt wird. Ja. Hattet ihr da auch schon die Probleme, dass jetzt irgendein Sponsor, muss jetzt gar keine Namen nennen, gesagt hat so, okay, das ist jetzt Rapper XY, der ist gerade irgendwie ein bisschen negativ in der Presse oder der hat wirklich Sachen gemacht, die mit der Brand nicht kohärent sind und wir wollen auf keinen Fall, sobald dieser Rapper oder dieses Camp fällt, wird da keine Werbung oder kein Banner geschaltet. Wir hatten das sehr ähnlich, wie du es gerade beschreibst, schon damals auf YouTube, als erinnerst du dich noch an diese Adpocalypse-Site, wie das PewDiePie genannt hat und so, ne? Und plötzlich hat man gar kein Geld mehr, oder hat man 80% weniger Geld verdient. Muss man mal vorstellen, von heute auf morgen bricht der ganze Umsatz weg, ne? Und du weißt überhaupt nicht warum und es wird auch nicht kommuniziert, warum und irgendwann hörst du dann, das Problem haben auch andere, dann kommen Gerüchte, woran könnte das liegen, bababam, dann kannst du irgendwann dann merkst du, einzelne Videos sind entmonetarisiert, irgendwann wurden die ja gekennzeichnet, dann hast du gesehen, dieses Video macht jetzt kein Geld mehr und dann konnte man dagegen widersprechen, dann haben wir uns so rangetastet, weil wir dachten uns auch, okay, manches ist wahrscheinlich wirklich werbeunfreundlich, wo man versteht, warum eine Marke da nicht mit ihrer Werbung drauflaufen will, weil wir haben auch Gangster-Rap jede Menge und harte Inhalte auch. Ne? Aber bei anderen wieder nicht. Was ich ekelhaft fand, ist, dass ganz, ganz viele Sachen damals dabei waren,
Habe ich auch mal ein Video für gemacht, war vielleicht für unser Verhältnis zu YouTube auch nicht gut, I don't know. Aber dass ich mich darüber mal ausnahmsweise beschwert habe. Wir hatten ganz viele Videos, die dann nicht monetarisiert werden konnten, wo beispielsweise Palästina im Titel stand oder Kurdistan oder Kurden und Türkei oder Russland oder Flucht oder Rassismus oder AfD. Also diese ganzen politischen Sachen, wenn die sich in dem Inhalt gefunden haben und in dem Titel gefunden haben und im Text gefunden haben, haben wir damit kein Geld mehr verdient. Und dann haben wir halt gesagt, ey, das funktioniert halt nicht. Wir haben eine Zeit lang Schimpfwörter rausgepiept. Das fand unsere Community richtig scheiße, voll Sellout, voll wack. Ich dachte mir so ganz ehrlich, du weißt doch eh, dass der gerade Hurensohn gesagt hat. Und ist ein dummes Schimpfwort, ist das halt rausgepiept, also ist ja nicht schlimm. Aber ich kann nicht einem Rapper sagen, wenn er bei mir zu Gast ist und er erzählt, meine Familie ist damals aus dem Iran geflohen, dass ich sage, sag doch, die sind hier aus einem anderen Land hier hingereist. Weißt du? Du musst schon sagen, dass die geflohen sind und du musst drüber reden können, warum die geflohen sind. Woher vor allem. So, Ja, genau. von Und wo? das stand ja auch in den, weiß nicht, gar nicht mal, ob es heute immer noch so ist, in den YouTube-Richtlinien mit so drin, dass die sich bei allen Sachen, die irgendwie negativ von Menschen, die jemanden belasten könnten, in seinem unbeschwerten, ich möchte unterhalten werden, Dasein, dass die sich vorbehalten, da die Werbung auszumachen. Und das war natürlich damit ein Problem. Deshalb war das eigentlich bei uns, also wir haben keine Marke, die irgendwie was gegen queeren Content oder sonst was sagt. Da ist es dann wiederum natürlich eher schwer, mit dem super krassesten Messerstecher-Gangster-Rap weiterzukommen, weil darauf hat eine Marke natürlich keinen Bock dann, was man ja auch wieder verstehen kann. Dafür musst du dann halt eben Plätze haben, die halt nicht, also wir sind ja kein Magazin von einer Marke, sondern wir haben dann halt einzelne Bereiche, Verkaufte die da Plätze reinkommen. auch. Ne? Und auf eine progressive politische Haltung haben die meisten Marken schon Bock, weil die sich dem so selber verpflichten. Aber wie gesagt, super ekelhafter, knallharter Gangster-Rap ist auf jeden Fall schwierig, wenn wir jetzt eine Show starten, die gesponsert wird von I don't know who, von irgendeiner Marke, ne, die halt dafür nicht stehen will. Du hast dich ja rechts und links auch noch in anderen Geschäftsbereichen beschäftigt und unter anderem mit Philipp Böndel, der ja auch schon zu Gast war, die Agentur The Ambition gegründet und war Co-Geschäftsführer. Ein Buch geschrieben, die Erfolgsformel Hip-Hop, und ein Podcast, der hieß Learnings, der Podcast für Business und Karriere mit dem Handelsblatt zusammen. Seit kurzem arbeitest du ja mit The Ambition nicht mehr zusammen. Gab es da Unterschiede in der Herangehensweise, wie ihr die Projekte angegangen seid? Warum das vielleicht auch zu einem Ende kam? Dass man einfach gesagt hat, man entwickelt sich in zwei unterschiedliche Richtungen und wir arbeiten jetzt nicht mehr zusammen? Ja, wie ich vorhin schon meinte, ist halt so dieses ganze Cultural Marketing-Thema für mich halt einfach aus der Vermarktung von hiphop.de erwachsen, ne? Aus dem Zusammenarbeiten mit Marken und erst der Frage, wie kann die Marke im Content von hiphop.de stattfinden. Irgendwann kam man dann dazu, dass man für Marken auch Content produziert hat und dass man dann auch die Frage war, du hattest vorhin Influencer und sowas genannt, so, könnt ihr nicht auch das und das machen? Ja, das können wir auch machen, klar, warum nicht? Ne? Und dann kann man irgendwann mehr Richtung Agentur auch Sachen für Marken machen und findet dann halt was, ein neues Geschäftsfeld. Und in dem Zusammenhang, genau, stand dann irgendwann auch die Gründung von The Ambition. Der Philipp hatte mich damals angesprochen, er hat ein Thema gesucht, um selbstständig was zu starten. Ich habe gesagt, ja, das passt gut, du kommst aus der Werbewelt, einer Werbung, einer Hip-Hop. Wir kannten uns, weil er damals einen Blog auch bei hiphop.de hatte, sind wir wieder bei der Blog-Plattform und dann kurz bei uns war für eine kurze Zeit, bevor er dann in Management gewechselt ist. Genau, und so kam dann die Idee, okay, wir gründen einen Laden, der darauf spezialisiert ist, Cultural Marketing in Hip-Hop-Kultur zu machen und bringen diese zwei Seiten zusammen. Und ja, das haben wir dann auch, ich weiß gar nicht genau wie lange, 2 Jahre zusammen gemacht, 1,5 Jahre zusammen gemacht, whatever. Und bis man dann halt irgendwann gemerkt hat, dass man halt dann doch grundlegend unterschiedliche Ansichten zu Dingen hat und das halt eben dann nicht mehr gepasst hat. Also sowohl was Unternehmensführung und die Unternehmenskultur angeht, als auch den Job, den man halt im Endeffekt macht. Dann hat man halt verschiedene Meinungen, dann haben wir gesagt, okay, dann trennen wir das. Ich hatte ja jetzt nur schon eine Company, die auch, das war auch sehr eng zusammen. Wir saßen in einem Büro auch mit Manera Media und mit The Ambition. Die Mitarbeiter von Manera Media haben häufig auch Sachen für The Ambition dann damals gemacht, gerade am Anfang, als da nicht viele Leute da waren und so. Genau, und haben dann gesagt, okay, dann verkaufe ich meine Anteile und bitte raus und du machst das Ding weiter und ich mache halt eben mein Ding weiter. Wir schmeißen ja gerade mit auch so Online-Begriffen um uns, und zwar Branded Content, Influencer Marketing, Cultural Marketing. Wo ist denn der Unterschied? Erklär es uns doch mal. Also, ich weiß nicht, Cultural Marketing ist für mich, ich glaube, wir haben da auch damals, da wir dann schon auch einen Trend
losgetreten, dass das jetzt so ein großes Thema geworden ist. Also das macht man natürlich nie alleine und das kommt nie aus dem Nichts und so weiter, aber wir haben ja schon auch eine Menge Welle gemacht, als wir den Laden gegründet haben, gerade auch in der Paarung. Und für mich geht es bei kulturellem Marketing immer darum, halt für Marketing so als Bezugsrahmen halt Kultur zu nehmen und halt zu sagen, das, was ich immer sage, Kultur bestimmt halt viel von unserer Identität. Kultur bestimmt davon, wie Menschen zusammenleben. Und wenn du Marketing machst, dann ist es interessant, nicht immer nur darauf zu gucken, was die Generation X von der Generation Y unterscheidet, sondern eben auch auf sowas zu gucken. Wenn zu sagen, diese Menschen wurden sozialisiert von dieser popkulturellen Strömung und die leben in dieser Kultur und was bedeutet das eigentlich? Und wenn du diese Menschen erreichen willst, dann musst du dich fragen, wie du ein Teil ihrer Kultur werden kannst und darin stattfinden kannst. Und dann kommen wir wieder zu dem, warum das für mich sinnvoll ist, abgesehen davon, dass man damit vielleicht Geld verdienen kann, dass ich tatsächlich glaube, um eine Marke darin halt eben zu verwurzeln und ein glaubwürdiger Teil von Kultur zu werden, musst du einen Beitrag zu der Kultur leisten. Und das bedeutet für mich wiederum, dass man Marketingbudgets umwidmen kann in Kulturförderung, wenn es gut läuft und was Sinnvolles damit machen kann, weil ich wirklich daran glaube, dass, also in dem ganzen Bereich passiert unglaublich viel Scheiße. Ja, da passiert total viel Dreck und da ist auch viel Cultural Appropriation dabei. Halt nicht Kulturförderung, sondern Aneignung. Ja, oder ein Nachbauen von Kultur, wo nur so Fassaden hingebaut werden, um sich mit dem, wo Leute wie du für arbeiten, halt zu schmücken, diesen Anschein zu erwecken, um, keine Ahnung, irgendein Schrottprodukt zu verkaufen. Das ist immer der Feind dabei. So, das ist das Schlechte. Aber wenn es gut gemacht wird, dann bringt es halt, guck mal, ich habe ja das vorhin gesagt, für mich war der erste Schritt, wie kann ich mit Ende 20 nicht bei Funke Medien ironischerweise im Volontariat anfangen und mich von Hip-Hop verabschieden und Journalismus machen, statt Hip-Hop-Journalismus, sondern wie kann ich das weitermachen? Da war die nächste Frage, wie können meine Mitarbeitenden das auch weitermachen und nicht sagen, dass ich denen nicht sage, wenn die sagen, jetzt muss ich auch mal ein bisschen Geld verdienen, und sagen, okay, ciao, war eine schöne Zeit mit dir, schreib mal eine Karte, ne? Sondern dass ich mit denen weiterarbeiten kann und mein Team zusammenhalten kann. Und jetzt gibt es natürlich noch viel, viel mehr Sachen in Kultur, die irgendwie finanziert und irgendwie ermöglicht werden müssen. Und da können Marken eine Rolle spielen. Und das ist nicht immer perfekt, wie du gerade schon gesagt hast, weil wer das Geld gibt, hat auch Macht. Also musst du eben gucken, wie du das kontrollierst und wie du dich mit denen auseinandersetzt und mit wem du was irgendwie machst. Aber das ist halt der Hustle immer auch. Ne? Es klingt jetzt so, als würde ich mich die ganze Zeit mit nichts anderem als Geld beschäftigen und das ist tatsächlich ein großer Teil geworden, seitdem ich vom Chefredakteur zum Medienunternehmer geworden bin. Da kann sich dann unser Chefredakteur Till oder Alina bei TikTok die ganze Zeit mit Content beschäftigen, weil ich und andere bei uns sich halt dann damit beschäftigen und wir halt gucken müssen, wie bringen wir halt das Brot auf den Tisch. Ja, und das ist ein Weg dafür und das ist dann nicht nur für hiphop.de, sondern so sehe ich das halt für die Kultur, das halt dann eben zu machen und dann glaube ich, kann es was Sinnvolles sein. Wie vermittelst du denn genau das deinen Kunden? Indem ich dem viel über Hip-Hop erzähle und darüber erzähle, wie halt eben Cultural Marketing tatsächlich funktioniert und dass man das so machen muss, damit es geht. Und dann gibt es halt Anekdoten, an denen man das festmachen kann. Es gibt ja auch genug Beispiele, wo es halt zum Glück und richtigerweise dann Abwehrreaktionen oder Negatives aus der Kultur gab und ich fallen mir jetzt auch direkt 3 Geschichten ein und ich frage mich gleichzeitig, ob ich die dann schon einmal zu oft erzählt habe, aber ja, stumpfe Geschichte, die jeder kennt, ist glaube ich diese Jay-Z und Kristall-Geschichte, ne, mit Champagner. Also alle halten Kristall in die Kamera, feiern Kristall, Markenverantwortlicher von Louis Röderer sagt dann irgendwie was Abfälliges darüber und Jay-Z disst die darauf hin und sagt, okay, wenn er uns nicht haben will als Kunden, ich empfinde das als rassistisch, der wird in meinen Clubs, wird dieser Champagner nicht mehr verkauft, bringt seine eigene Champagnermarke auf den Markt. So, und mit solchen Geschichten kann man dann halt eben deutlich machen, wenn du mit dieser Kultur interagieren willst, dann musst du halt respektvoll mit der umgehen. Und da musst du ein Fingerspitzengefühl dafür haben, was ist cool in dieser Kultur, was wird als gut angesehen und was ist No-Go, was kannst du halt eben nicht machen. Und du musst gucken, dass du mit den Leuten zusammenarbeitest. Man kann sich ja guck dir zum Beispiel Red Bulls Engagement in der Fußballkultur an. Ich weiß, interessierst du dich für Fußball? Nein. Mich interessiert an Fußball auch vor allem Fußballkultur. Also noch mehr als der Sport. Das ist immer genauso. Ich stehe mal auf der Südtribüne und schreie eine Menge rum, aber andere können dir besser die Spielzüge erzählen, weißt du? Aber du weißt, dass Red Bull was mit Fußball, sollen wir da aufhören oder sollen wir? Also ich sag mal so, ich weiß nur, dass Red Bull vor allem im Hip-Hop auch sehr aktiv war in den letzten Jahren und im Breakdance und auch diese ganze
Bubble. Ja. Fußball war mir jetzt nicht so bewusst, weil ich es nicht so auf dem Die Schirm werden habe. da halt hart angefeindet und ich finde das auch immer interessant, das aber zu vergleichen. Ich glaube, dass die Sachen im Dance-Bereich würde ich insgesamt als positiv bewerten und finde ich cool. Klar, die rennen ja alle in den Klamotten rum. Weil Ja, sie halt oh. voll viel enabled haben durch das Money, was sie halt reingesteckt haben. Red Bull und Snipes machen da ja todesviel. Cool, ja. Generell können da eine Menge Leute dann auch mal Geld verdienen und dann auch wieder, dadurch können sie das machen, was sie lieben und müssen nicht vorher 8 Stunden arbeiten gehen, bevor sie noch 3 Stunden tanzen, trainieren und so weiter. Das finde ich erstmal alles positiv und da wurden auch eine Menge gute Sachen gemacht. Ich finde es gerade immer gut, wenn, wie das zum Beispiel Snipes gemacht hat, die gehen dann zu Tanzevents wie EBS Crumping, gibt es zum Beispiel in Düsseldorf, super geiles Event, und sponsern dieses Event halt. Da dachte ich mir, okay, cool, das nimmt den Jungs eine Menge Stress weg, dabei ihr Event zu finanzieren. Die tragen dann auch gerne das Snipes-T-Shirt und die nächste Generation von Kids sagt, Snipes ist mindestens genauso cool wie Nike oder Adidas. Weißt du, und dann haben die einen Beitrag zu einer Kultur geleistet und haben es sich verdient, dass wir die annehmen und sagen, geil, so, finde ich gut. Red Bull macht es ja auch da so, dass die eher eigene Events starten. Das finde ich schon immer erstmal eigentlich schlechter, weil du baust dein eigenes Ding daneben, anstatt zu denen zu gehen, die Kultur schon machen und denen zu sagen, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du? Was kann ich beitragen? Was bringe ich mit? Stattdessen baust du das selber auf und sagst dann, ja, wenn ihr reinkommen wollt hier, dann können wir mal gucken, ob ihr reinkommt. So, weißt du? Aber ich glaube auch, dass das ein positiver Beitrag insgesamt ist und oder Red Bull Soundclash beispielsweise funktioniert ja auch sehr gut. Ja, im Fußball werden sie halt hart abgelehnt, weil die halt dann quasi Vereine, wie tief wollen wir da einsteigen? Du musst ganz am Anfang anfangen, weil ich wirklich keine Ahnung habe von dieser Fußballbubble. 50+1-Regel könnte man vielleicht mit anfangen. Da geht es darum, dass inzwischen, also eigentlich sind Fußballvereine ja in Europa und in Deutschland sind Vereine. Ja, Menschen kommen zusammen, wir spielen gerne Fußball, wir gründen einen Verein, wir zahlen was in die Mannschaftskasse, alles cool. So, irgendwann haben die angefangen, auch Unternehmen zu werden, im Zuge von einer Professionalisierung und einer Kommerzialisierung, das gleiche, was wir gerade für Hip-Hop besprechen. Dann gründen die irgendwann auch GmbHs oder sonst was und sind halt eben auch Firmen. Und es gibt irgendwann Investoren, die natürlich Macht haben. Sponsoren haben im Fußball Macht und entscheiden mit, wer groß wird und wer nicht so groß wird. Und auch Investoren und Leute, die Geld geben, haben oft eine große Machtposition natürlich da drin. Um das etwas einzuhegen, hat man irgendwann gesagt, ein Großteil an so einer GmbH muss aber immer der Verein selbst halten. Ja, also 51% im Endeffekt der Stimmrechte, also im Endeffekt die Macht muss dann im Großen und Ganzen immer noch bei dem Verein liegen und damit bei den einzelnen Mitgliedern, was ja eine demokratischere Veranstaltung ist. Da kannst du einmal im Jahr hingehen und irgendwie abstimmen. So. Sollten wir im Hip-Hop auch machen. Vereine, nicht verkehrt. Ne? Ich habe auch mal damals überlegt, ob man nicht irgendwie auf Blockchain-Basis Hip-Hop.de nochmal neu erfinden kann und das gehört ganz vielen Leuten. Whatever, aber Hip-Hop.de e.V. Ja, das ist eine Perspektive, also ist eine Option auf jeden Fall. Ja, Red Bull hat das halt öfter ausgehebelt. Die kaufen sich quasi eigene Vereine, umgehen quasi diese Regelung und ziehen dann halt einen Verein, der vorher unterklassig gespielt hat, mit ihrem Geld nach ganz oben hoch, dürfen den nicht Red Bull Leipzig zum Beispiel nennen, weil das verboten ist, weil es halt Regularien gibt, um den Fußball vor Kommerzialisierung zu schützen. Also nennen sie es RB Leipzig und sagen, das steht für Rasenballsport. So. Und haben dann einen Verein, aber in dem sind nur 10 Leute drin. Oh mein Gott, ich komme gerade ein ganz gefährliches Rabbit Hole. Korrigiert mich in den Kommis. Ich habe bestimmt schon 3 sachliche Fehler gemacht, aber im Inhalt stimmt es von der Richtung her. Die haben dann halt 10, von mir aus sind 20 Mitglieder in dem Verein und sagen, wir sind auch ein Verein. Unsere Mitarbeiter hier, die sind ja jetzt der Verein und so. Und das wird von Leuten aus der Fußballkultur halt eben abgelehnt. Und ja, aber zu Recht, oder? Natürlich zu Recht. Also von außen jetzt nach deiner 3 Minuten Sache finde ich es auch nicht cool. So, das ist das Ding. Und das ist das, was ich zum Beispiel als dann ein Negativbeispiel empfinde. Da finde ich die Sachen, ich glaube, was Red Bull im Extremsport macht, ist bestimmt super. Was Red Bull in unserer Welt macht, ist auch mindestens gut bis sehr gut, whatever. So bin ich insgesamt mit einverstanden. Im Fußball merkt man das aber, kann man jetzt auch einfach so, die nehmen halt die machen, was Sport angeht, sehr viele Sachen sehr gut. Und natürlich kann man sagen, es geht doch am Ende um Sport, um Fußball. Ja, stimmt. Wenn es um das Entertainment-Produkt geht, die Unterhaltung, ist das bestimmt auch gut. Aber sie cutten diesen kulturellen Aspekt weg. Wie performt denn RB Leipzig? Gut, natürlich. Also die spielen gut. Haben die auch alle teure Spieler eingekauft? Ja, nicht alle, aber was die dann zum Beispiel ich dachte, auch machen, die sind alle bei Bayern München.
Ich dachte, die sind alle bei Bayern München, die Guten. Ja, es gibt dann auch Leute, die sagen, endlich hat Bayern München mal Konkurrenz, weil jetzt gibt es ja Red Bull oder andere Sachen halt von Investoren. Ich kriege jetzt auf jeden Fall Hate in den Kommis, weil ich jetzt hier richtige Dulli-Fragen stelle. Ist ja in Ordnung. Richtig Aber Klischee. ich meine nur, es gibt in diesen verschiedenen Bereichen, wie auch im Fußball, immer ist es wieder dieses Kulturding. Mich reizt am Fußball die Fußballkultur. Ich behaupte, als Unterhaltungsprodukt ist Fußball deshalb so, nicht nur, weil dieser Sport interessant anzugucken ist oder weil das ein geiler Sport ist, sondern wegen der ganzen Kultur drumherum. Aber Funktionäre im Fußball, die oft auch ehemalige Spieler sind, haben halt ihre Sportler-Spieler-Perspektive und blenden das etwas aus und vergessen ein bisschen, dass sie nur so viel Geld verdienen wegen all den Leuten, die drumherum Stimmung machen, dahin rennen und denen das so wichtig ist, weil es ihnen Identität stiftet, weil es Leute zusammenbringt, weil es halt Kultur ist. So, deshalb so quasi wie fast eine Religion teilweise für Leute einen Status hat. Dadurch kommt das wertet das auf. Nicht, weil die so schön Fußball spielen. Weil ansonsten könnte es ja auch irgendeine andere Sportart sein, die halt so erfolgreich ist. So, und das ist, glaube ich, daran was Schwieriges, dass sie halt, dass da zwar eine Menge bestimmt auch gute und richtige Sachen in sportlicher Hinsicht gemacht werden und auch in Entertainment-Sicht, ne? Aber dass man halt gleichzeitig sich eine Menge Feindschaft einholt, weil es halt Leute gibt, denen da in dem Bereich an der Kommerzialisierung stört, dass sie merken, dass dabei das, was sie an der Kultur feiern, drauf geht. Ja. Weißt du, für das Entertainment-Produkt und dass das davon vorangetrieben wird und dann gibt es halt Gegenwind. Und das sollte jetzt vor allem eine Metapher sein dafür, oder nicht nur eine Metapher, ein Beispiel dafür, was du halt auch viel falsch machen kannst mit Cultural Marketing und das zu deiner Frage, was man Marken dann halt eben erklärt, damit dann möglichst was Positives dabei rauskommt. Das kannst du so machen, aber dann wirst du im schlimmsten Fall mit Steinen beworfen. Und das ist nicht das, was du willst. Dann kannst du dein Geld besser woanders ausgeben. Finde ich immer eine gute Analogie. Kleinen Fußball-Exkurs. Gibt es nicht auch ein Managementbuch, was über ein Fußball-Managementbuch oder so? Das hat letztens, ich glaube, das hat jemand auch im Podcast erzählt. Über ein Fußball-Management-Buch? Ja, das, also ich finde wie immer, man so Analogien schafft von wie der Fußball funktioniert, wie gutes Management funktioniert, so ein Buch. Der Sport ist da immer ein super Beispiel. Also es gibt aus dem Basketball, was ich sehr feiere, ist 11 Rings von Phil Jackson, Trainer von den Chicago Bulls früher. Da kann man viel draus machen. Sowas haben wir dann auch in Learnings immer auseinandergenommen. Können wir einen Buchclub machen mit so Büchern? Fände ich gut. Vielleicht können wir einen Podcast starten mit so einem Buchclub. Dann habe ich auch wieder, das würde mir auch helfen, wieder mehr zu lesen, weil ich kriege es kaum auf die Kette, weil ich auch so Instagram geschädigt bin, dass es mir so schwerfällt. Ich brauche einen Podcast, der mich dazu bringt, Bücher zu lesen. Würde ich und lieben. dann mache ich das auch. Würde ich lieben. Was hast du denn auf deinem kleinen Spickzettel, was du noch besprechen wollen würdest? Ich glaube, da ist schon ganz vieles von eingeflossen. Ja, das ist super. Ich habe nämlich noch 2, 3 letzte Fragen, weil wir auch gerade zum Thema, wie kann man es besser machen, wie könnte die Zukunft vielleicht auch ein bisschen aussehen, gerade auch was Cultural Marketing angeht, wie könnte man es sich dahin bewegen, dass es halt nicht die Kultur ausnutzt, sondern mit der Kultur zusammen wächst und arbeitet. Was ist denn deine Vision für hiphop.de in den nächsten, sagen wir mal, 5 Jahren? Und gibt es Formate, die du gerne umsetzen möchtest, die du vielleicht jetzt schon weißt, die am Horizont sind? Was ist der neue heiße Scheiß bei hiphop.de? Wir sind gerade, wo unser Fokus auch drauf liegt, ist diese 2 weiteren Bereiche erfolgreich aufzubauen, um damit auch hiphop.de unabhängiger ein bisschen zu machen, indem wir es auch, wie vorhin haben wir darüber gesprochen, dass wir halt eben nicht zu einem großen Verlag gehören, der im Zweifelsfall es auch einfach querfinanzieren oder sonst was kann. Deshalb wird es uns das einfacher machen, wenn wir das auch schaffen. Deshalb sind wir da, pitchen wir gerade einiges als Produktionsfirma und ich hoffe, dass wir da auch noch einige Erfolge haben werden und das sind natürlich auch im Großen und Ganzen auf verschiedene Arten und Weisen immer Hip-Hop-Formate. Muss nicht immer Rap sein, kann auch manchmal Street-Fashion sein oder sonst was. Genauso wie wir natürlich daran arbeiten, bei Cultural Marketing weiterzukommen. Da hatten wir dieses Jahr einen sehr großen und erfolgreichen Case mit dem Trikot-Launch von Borussia Dortmund. Wieder Fußball, du schaffst es natürlich, wieder. Den wir mit Miami Yassin gemacht haben. Geilstes Projekt aller Zeiten. Und in der Richtung soll es auf jeden Fall gerne mehr geben. Und was jetzt aber Hip-Hop.de selbst angeht, wir haben öfter früher auch immer schon so Witze darüber gemacht, Fu und ich, wenn wir dann irgendwann an irgendeinem Punkt, wann dann gesagt haben, er ist ja genauso gelaufen wie geplant, wie wir es in unserem 5-Jahresplan geschrieben haben, weil es den halt nie gab. Ne? Ich habe schon gesagt, Fu war auch immer ein großer Visionär und hat immer neue Impulse reingebracht und jeden dritten davon haben wir vielleicht auch geschafft zu verarbeiten und die anderen sind dann vielleicht versandet und irgendwie ins Leere gelaufen oder so. Aber wir sind schon auch irgendwie
reagieren auch natürlich auf das, was passiert und entwickeln das daraus. Deshalb kann ich dir darauf auch keine perfekte Antwort geben, wie hiphop.de in 5 Jahren aussehen wird, weil wir müssen zwangsläufig natürlich auch gucken, wie sich Digitalisierung weiterentwickelt. Ne, man hätte jetzt, vor 2 Jahren hätten wir es vielleicht dann über Blockchain oder erst über Blockchain und dann über das Metaverse reden können, ob hiphop.de dann im Metaverse stattfindet und was das eigentlich ist. Jetzt könnten wir über künstliche Intelligenz reden und uns fragen, wie das halt eben alles verändert, was definitiv auch alles verändern kann und wahrscheinlich wird. Und davon wird das mit ein Stück weit abhängen. Was mein Ziel ist, dass wir auch in 5 Jahren das wichtigste, beste, größte popkulturelle Magazin im deutschsprachigen Raum sind. So. Und es weiterhin halt auch schaffen, auf der einen Seite was Sinnvolles zu machen, gerne noch direkter, spürbarer, gesellschaftspolitisch irgendwo wirksam, ohne in so Meinungsjournalismus irgendwie abzudriften, den wir eben nicht machen wollen. Ja, und immer, also wie gesagt, Qualität und Erfolg und beides gleichzeitig. Wir haben ja hier auch einen Bildungsauftrag mit Hip-Hop lebt. Mhm. Was würdest du denn jungen Menschen raten, du, der ja schon auf eine lange Karriere zurückschaut, mit Hip-Hop immer im Fokus der Arbeit, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt gerade anfangen möchte, der sagt, ich liebe Hip-Hop und ich möchte damit irgendwas machen und ich möchte nicht irgendeinen richtigen Job machen? Was wäre ein Tipp? Es gibt ja inzwischen, also eine Sache, die ich schon öfter gesagt habe, du hast auch gesagt, dass ich auch mal gerappt habe. Ne? Natürlich, wenn man irgendwie Hip-Hop Und verloren liebt, hast. da fängt man auch in einem Battle. Genau, dann rappt man natürlich irgendwann auch. Und ich habe auch sehr, sehr viele Songs aufgenommen, tatsächlich. Das ist richtig und Klischee. Battle Rap konnte ich am allerwenigsten eigentlich. Aber ich eine Menge, ich habe auch auf Gabba gerappt auch und so. Ich habe sehr viele wilde Sachen gemacht. Aber sich nicht zu sehr auf das eine dann zu versteifen. Weißt du, ich hätte auch einfach sagen, also wenn ich einfach immer weiter gesagt hätte, entweder werde ich Rapper oder gar nichts, entweder hätte das geklappt, kann gut sein, whatever, auf welchem Level auch immer, oder ich hätte es dann irgendwann abgebrochen, was anderes gemacht. Aber ich wusste nicht vorher, dass ich Rap-Journalist werden würde. Ich bin irgendwann darauf gekommen, auf der Suche danach, was zur Hölle könnte man eigentlich mal arbeiten. Sagen, ey, Journalist wäre vielleicht geil, weil ich liebe Schreiben, ich würde gerne vom Schreiben leben können und das die ganze Zeit machen. Und Journalist kam mir nahbarer vor, als Romanautor zu werden, also realistischer vor, so. Ja, und so wurde ich dann am Ende, weil ich dann in eine Stadt gezogen bin, wo ich etwas studieren konnte, womit man Journalist werden kann und wo ein bisschen was mit Hip-Hop geht, da jemand kennengelernt, der Hip-Hop damals gegründet hatte und dann betrieben hat. Und das führte dann zu dem, was ich gemacht habe. Und ich glaube, diese gewisse Offenheit und Flexibilität dabei ist ganz gut. Und dann kannst du ja gucken, ob du dann Podcasterin, Managerin, Fotograferin, Designerin, Fotografin, ist ja ein langer Tag, oder whatever wirst. Ja, weißt voll. Du? So, also ich glaube, das ist gut. Und ja. Finde ich einen schönen Tipp. Vielleicht nehmen wir den für Social Media. Gibt auch Leute, die es anders machen übrigens. Ne? Tyler, the Creator, hat, glaube ich, mal gesagt, er ist so, ne, kennst du das? Ja, ich kenne dieses. Er wäre so zum Entertainer sonst geworden oder so? Ja, dieses Bit, das er meinte, so, er macht alles auf eine Karte und wenn das nicht klappt, dann ja, so der you hat only auch, have glaube one. ich, gesagt, ich lösche mein Social Media, weil ich will nicht euer Social Media Clown werden, ich will nicht Entertainer werden, ich bin fucking Musician, also mache ich jetzt Musik und es muss mit der Musik klappen. Hey, wenn du sagst, das ist 100%ig so und das muss diese Craft sein, kannst du das vielleicht auch machen. Aber ich glaube, es ist wie mit den Brand-Deals, Diversifikation und wie mit dem Geldanlegen. Alles auf eine Karte hat halt auch immer ein sehr hohes Risiko und klar kannst du da alle deine Energie reinstecken, aber ich glaube auch, du kannst eine Sache ja priorisieren, ne? Und trotzdem rechts und links dich aber nicht komplett abschotten und alles kategorisch ausschließen. Du musst dich ja auch manchmal fragen, worum geht es hier eigentlich und was will ich eigentlich machen? Also willst du wirklich Rapper werden oder warum willst du das eigentlich und was steht eigentlich dahinter? Also ich glaube, dass ich genau da gelandet bin, wo ich hingehöre. Ne? Also ich habe null das Gefühl, schade, dass ich nicht Rapper geworden bin. Weißt du? Und das hilft dann vielleicht auch manchmal, sich da dann halt eben zu hinterfragen. Muss es wirklich unbedingt Producer sein oder geht es dir nicht eigentlich darum, dass du die Musik liebst, dass du was mit Musik machen willst oder dass dich der und der Teil daran anspricht oder dass dich eigentlich noch am allermeisten von der Musik, die du liebst, die Kultur drumherum interessiert und dass das eigentlich wieder der Bereich ist. Ja, so. Was ist deine Frage an meinen nächsten Gast? Ich hoffe, du kommst mit einer tiefgründigeren Sache, no fun, Basti. Quatsch mit diesen komischen Tüten. Als diese Tütengeschichte. Weil ich war wirklich so, wie soll ich die transportieren? Ich lasse es einfach sein.
Da habe ich gerade im Zug auch drüber nachgedacht, als ich aus dem schönen NRW hier in euer Berlin gefahren bin, sehr viele Stunden lang und habe bei allem, wo ich drüber nachgedacht habe, viel auch über was macht Leute halt eben erfolgreich nachgedacht, ja, und auch mit Zusammenarbeiten, die man dann schon alle erlebt hat und so weiter. Und ich hatte oft das Gefühl, dass ich auch oft im Positiven wie im Negativen sehr viel mit exzentrischen oder schwierigen Menschen zu tun hatte, ja, die in irgendeiner Form nicht pflegeleicht sind, hatte auch immer das Gefühl, dass ich ganz gut bin, damit umzugehen. Sei es jetzt darin, wenn du mit Rappern zu tun hast, weil du sie interviewst oder ja auch zum Beispiel Fu, dem ich sehr viel zu verdanken habe, ist bestimmt kein einfacher Charakter, aber er ist ein herzensguter Mensch und dementsprechend jemand, bei dem das immer so, der einfach mega viel für mich getan hat, mit dem ich immer klargekommen bin und wo selbst der Weg möglich war, davon von seinem Praktikant sein zu auf dem Papier sein Chef werden und wir hatten immer ein gutes Verhältnis und er ist einer meiner besten Freunde. So, da hat das immer funktioniert, bei anderen Leuten hat das nicht so gut funktioniert. Und wenn ich mir auch immer extremst erfolgreiche Leute angeguckt habe, ich gab ja auch mal diesen Learnings-Podcast, wo ich diesen Wie werden wir alle reich und erfolgreich Scheiß gemacht habe beim Handelsblatt, und mir die Biografien reingezogen habe von vielen Leuten, die super erfolgreich geworden sind, ist mir sehr häufig aufgefallen, dass sehr viele von denen einen kompletten Dachschaden haben. Teilweise auch, die haben manchmal auch echt miese Sachen erlebt, ja, sind vielleicht traumatisiert und durch irgendwas, was in ihrer Jugend oder Kindheit passiert ist, was vielleicht dazu geführt hat. Manchmal kann es ein positiver Dachschaden sein, manchmal ein negativer. Aber meine Frage, die mich auf der Zugfahrt beschäftigt hat, war, kann man eigentlich super erfolgreich in irgendeiner Sache werden, ohne ein Arschloch zu sein? Und ohne den ganzen Kontext, den ich dir jetzt erzählt habe, könnten wir das ja mal jemandem vorlegen. Wer auch immer kommt, hat ja wahrscheinlich auch mit sehr erfolgreichen Leuten zu tun oder er oder sich sie kann damit ja aber auch die beschäftigt. Folge hören und hört jetzt genau den Kontext, den du gegeben hast. Ja, umso besser, Ist ja kein auch in Geheimnis. Ordnung. Genau, Ja. geht ja beides. Das ist eine Frage, die ich mich öfter frage. Ist das möglich? Weil, wie gesagt, mir geht es immer darum, auf der einen Seite erfolgreich zu sein und auf der anderen Seite was Korrektes zu machen. Und das frage ich mich deshalb sehr häufig, wenn ich auf super erfolgreiche Leute gucke. Wie definierst du super erfolgreich? Ach, das ist ja, da gibt es ja ist ja auch nach oben offen, ne? Und wenn man da, kann man natürlich auch immer sich dann denken, oh, ich habe ja nur 12 Millionen, das ist ja noch gar nichts anderes als 12 Milliarden, weil, ne, das sind dann schon Okay, aber schon so richtig so Type. Ja, ich denke zum Beispiel an Sportler beispielsweise, ja, Michael Jordan, Kobe Bryant. Ich habe mal gehört, LeBron James. Ich glaube auf jeden Fall, dass er auch Ich ein werde hier paar gesteinigt von den ganzen Sportleuten. dass er auch ein paar ich weiß nicht, ob mentale Probleme oder sowas hat, aber ich glaube schon, dass er irgendwie, ob er ein Arschloch ist, weiß ich auch nicht. Was ich spannend finde, ich habe von 11 Rings von Phil Jackson erzählt, weil das beim Learnings-Podcast vorkam, weil ich das Buch so gefeiert habe und weil damals auch diese Chicago Bulls-Doku auf Netflix rauskam und so. Der musste irgendwann von seinem Coach Phil Jackson lernen, dass er halt nicht Championships gewinnen kann, wenn das Spielsystem nur sein soll, alle geben den Ball Michael Jordan, weil er ist der Geilste. Er musste irgendwann raffen, dass seine Mitspieler auch einen Wert haben, eine Daseinsberechtigung haben und dass er ohne die nichts schaffen kann. Wieder dieses Kulturthema, wenn wir zusammen eine Street-Fashion-Marketing gleich starten, wir kriegen es ja nicht mehr hin, einen Reißverschluss zu bauen. Wir brauchen ganz viele andere Menschen, mit denen wir irgendwie interagieren müssen. So. Und genau, das hat Michael Jordan erkannt und darauf hat er sich eingelassen, seinen eigenen Ich bin der Geilste zu überwinden. Ne? Und es gibt ja zum Beispiel diese Statistiken, dass unter Führungspersonal von Unternehmen in unserem System es 3, 4, 5 Mal mehr Soziopathen gibt als allgemein in der Gesellschaft. Das hat mich sehr erschrocken, diese Statistik. Aber ich fühle das. Ich glaube, dass das so ist. Es gibt eine Menge Psychopathen und Soziopathen in hohen Positionen, Absolut. weil es scheinbar hilft, sehr ambitioniert und empathielos zu sein. Abgetrennt von seinen Emotionen. Plus Charisma zu haben, ne? So dass Leute sagen, geiler Dude. Du bist ein Arschloch, aber ich folge dir trotzdem. So, ganz genau. Und da denke ich auch öfter drüber nach, ob da Fehler im System liegen, die dazu führen und ob das irgendwie anders sein könnte. Und man findet halt öfter Leute, ich meine nicht mal, dass Michael Jordan das größte Arschloch ist oder so, ne? Aber wo man halt so merkt, okay, Rockefeller ist auch so ein Beispiel. Der ist ohne seinen Vater aufgewachsen. Sein Vater war so ein Betrüger, Säufer, dies, das, bla, bla, bla. Er musste sich früh um alles kümmern und so. Und das hat ihn geprägt. Und oft sind das so traumatische Sachen, die Leute dazu bringen. Ist ja auch irgendwie logisch, wenn Leute extrem in irgendwas sind, dass sie eine extreme Erfahrung gemacht haben, die sie dazu gebracht hat. Ja, jeder ist geprägt von seinen Erfahrungen. Extreme Leute sind oft geprägt von extremen Erfahrungen. So. Und schleppen vielleicht dann ein mieses Trauma mit sich rum. Oder vielleicht auch im Negativen sind Arschlöcher. Finde ich eine gute Frage, nehme ich mit.
Danke, Toxic, dass du da warst. Hast du noch berühmte letzte Worte? Ich fand, das war gerade schon ein super letztes Wort. Sehr Danke auf schön. jeden Fall, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in irgendwelchen Sachen verloren, die die Menschen nicht interessiert haben. Denk Machst du was spannend? Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Die Mir Therapiestunde bei dir. Ich komme gerne öfter in Formate. Wozu wollten wir jetzt starten? Bücher. Buchclub. Buchclub. Machen wir. Das- Mental Health, Podcast, machen einfach alles. Ja. Radiosender ruft uns an. Wir machen auch Wie Radioshows. würdest du es finanzieren? Mit Was? einer Marke oder öffentlich-rechtlich oder machen wir mehr so ein Patreon? Podcast oder Radiosendung? Sagen wir einen Podcast. Den Podcast? Podcast. Was wegen diesem Einfluss von, weißt du, wer uns bezahlt, hat ja auch Macht über uns und wir müssen uns dann wehren. Kommt drauf an, wenn es ein Buchclub wäre, würde ich ein großes Verlagshaus einfach nehmen. Dann korrumpieren wir uns doch direkt. Dann können Ja, die stimmt schon. müssen wir mal sagen, alles ist gut, was die rausbringen. Da müssen wir nochmal ins Briefing gehen. Kann man so pauschal Ja. nicht sagen. Denken wir nochmal drüber nach. Ja, aber ich meine, das Budget fürs nächste Jahr verplanen ja jetzt alle Brands. Wir machen das auf der Blockchain. Ich habe gehört, das ist der ganz heiße Scheiß. Blockchain. Ich höre tausendmal Blockchain. Ich weiß, was es ist, aber Bro, wie es funktioniert, Das ist keine ein Ahnung. Thema von vor 3 Jahren, aber es kommt bestimmt wieder. Ja, KI. Ich nutze jetzt auch ChatGPT. Ich bin jetzt angekommen im Hier und Jetzt. Habe ich ja auch gemacht, um Bastis Frage zu beantworten. Und ja, finde ich super. Und es kam ja auch eine sehr tiefgehende Antwort bei raus. Weil ich es dann auch nochmal weiter interpretiert habe. Man muss das im Moment, glaube Muss ich, nachhaken. nutzen als ChatGPT ist auch ein Tool. bisschen faul manchmal. Bisschen nachhaken. Man muss es wie einen Assistenten benutzen. Mhm. Manchmal ist es auch ein hängengebliebener Assistent. Das ist mein Ja. Assistenz für $21 im Monat. Ja. Aber Ja. bezahlen andere mehr. Aber So. ja. Cheers to Hip-Hop-Kultur. Passt auf euch auf und denkt dran, Hip-Hop lebt. Danke. Ciao.